Ladies and Gentlemen, eure Hosts Mona Amesian und Tarkan Bakci. Es geht wieder los! Wir starten in das größte Livestream-Literaturfestival Europas. So schön, dass ihr alle dabei seid. Zu Hause im Livestream und selbstverständlich hier im Studio. Wir sagen hochoffiziell herzlich willkommen zu Bookstock 2024. Es ist so cool, wieder hier zu sein. So schön. Mit euch allen. Ich kenne auch ein paar Gesichter. Ich glaube, Ja, hier, du warst letztes Jahr... Nein, ich bleibe nicht. Keine Ahnung. Reihe 17, ne, da hinten. Das ist wirklich so schön, wir freuen uns sehr. Und wir haben gedacht, zum Start machen wir mal den offiziellen Test. Wer schon mal hier war, vielleicht auf 3-mal klatschen. Bookstock irgendwann mal dabei gewesen. Auch im Stream bitte Klatsch-Emojis schicken. In 1, 2, 3 und... Oh ja. Oh, okay. Gegenprobe? 50-50, Gegenprobe, ja. Gegenprobe, 1, 2, 3. Bookstock-Newbies. Dann stelle ich mich für euch... nein, ich stelle uns für euch nochmal vor. Und fange mit Mona Amesian an. Was ist Mona? Das ist Tarkan Bakci. Und man muss sagen, wir gehören jetzt schon im 3. Jahr hier so ein bisschen zum Inventar auf dieser Bühne, oder? Kann man sagen. Und heute und morgen, da begrüßen wir hier wieder eine Menge von Stars, Autorinnen und Autoren, aber auch Regisseure, Schauspielerinnen. Und mit ihnen tauchen wir ein in die verschiedensten Geschichten. Und Genres, das ist auch ganz wichtig bei Bookstock. Es gehört ein breites Band an Genres dazu. Fantasy natürlich, Crime, Romance. Es wird, das verspreche ich jetzt an dieser Stelle, einfach auch lustig, hier und da. Ja, oder? Soll ich dann mal aufzählen? Willst du mal aufzählen? Ganz ernst? Willst du mal ganz ernst aufzählen? Ganz unlustig? Meine Damen und Herren, uns erwartet an diesem Abend eine Reihe an fulminanten Gästen. Ja, Cassandra Clare, Adalyn Grace, Bentow. Wir haben gesagt, nicht lustig. Klatschen erst gleich. Coco Mellors, Marc-Uwe Kling, Hape Kerkeling. Ja, und natürlich... Ja, ihr alle, die hoffentlich genauso viel Bock haben wie wir. Oder jetzt dürft ihr klatschen. Ist tatsächlich ja so ein bisschen wie nach Hause kommen hier, oder, finde ich? Also ja. Auf diesem Sofa, ich habe mir auch vorhin in der Probe hier schon, wusste ich genau, wie ich mir das Kissen hier richte. Und, ich muss auch sagen, ich glaube, ich sitze in der Kuhle, die ich letztes Jahr hinterlassen habe und sie ist ein bisschen größer, als ich dachte. Es ist wie so eine zweite Couch, das stimmt. Wobei ich auf meiner Couch wesentlich schlechter angezogen bin. Also ich bin sehr selten in Jogginghose auf dieser Couch. Wobei ich Bookstock 25 in so einer Pyjama-Party-Edition auch sehr cool finde. Ich sehe Nicken hier vorne und es gehört ja auch dazu. Also ich hoffe, dass alle, die uns gerade im Livestream zusehen, zu Hause sitzen, in Jogginghose, mit einem guten Getränk, kalt oder warm und einfach dann die Chillo-Variante hier von unserem Well-Dressed-Up Setting haben. Und ihr könnt nicht nur in Jogginghose zuschauen da draußen, ganz egal in welchem Livestream ihr uns gerade verfolgt, ihr könnt auch mitmachen, indem ihr einfach in den Chat schreibt. Und zwar egal, ob ihr gerade bei TikTok, Instagram, YouTube, wo auch immer seid, schreibt in den Chat, wir haben den nämlich im Blick. Wir haben 16.000 Menschen von Hugendubel angestellt, die alle Chats checken. Und die kriegen wir dann die Fragen auf unser iPad, die ihr stellt an die Autorinnen und Autoren und leiten sie dann weiter. Und das Wichtigste vielleicht noch zu erwähnen, wenn ihr da kommentiert oder den Stream wo auch immer liked oder ihn teilt, auf jeden Fall irgendwie damit interagiert, beteiligt ihr euch an einem Gewinnspiel von Hugendubel. Hugendubel verschenkt, verlost Buchpakete bzw. Geschenkpakete. Da sind zum einen alle signierten Bücher unserer Gäste die nächsten beiden Tage drin, aber auch, das ist mein absolutes Highlight, eine Heizdecke. Wie geil ist bitte eine Heizdecke? Finde ich super gut, ich frostbeule. Und ein E-Reader ist drin, also es ist wirklich ein Riesenpaket, da drücken wir euch die Daumen, wenn ihr euch beteiligt, dass ihr da von eins abgreift. Und ich habe jetzt auf dieses iPad gedrückt und damit kann die Party eigentlich losgehen. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes muss man sagen, denn die erste Autorin, die hier heute bei uns zu Gast ist, die sagt von sich selbst, ja,
ich hatte da schon so eine kleine Partygirl-Era, mal eine Zeit lang. Mittlerweile ist sie vor allem international bekannt als sehr, sehr erfolgreiche Autorin. Ihr erstes Buch Kleopatra und Frankenstein war wirklich super erfolgreich. In 15 Sprachen kam es raus, es wird gerade verfilmt. Und während das passiert, steht schon das nächste Buch in den Bücherregalen und in den Buchhandlungen. Es geht um Blue Sisters, die Geschichte von 4 Schwestern, die plötzlich nur noch 3 sind und sich in dieser Konstellation irgendwie neu zurechtfinden müssen. Es ist eine Geschichte zwischen Trauer und Abgründen, Liebe, Freundschaft und ja, auch Partys und Drogen. Wir freuen uns sehr, darüber zu sprechen und sagen herzlich willkommen, Coco Mellors. Hello! Hello! What a welcome. Thank you so much. Guten Abend, Munich. Wow. Dankeschön for being here. And now auf Bayerisch, please. That is the extent of my German. So. Servus, it's easy. But it's not your first time in Germany, right? No, it's not. I spent a lot of time in Berlin in my 20s. It was very, very fun. And what do you like about Germany so far? I mean, there's so many things. I love the schnitzel. I really do love the food, surprisingly. I love the people. I think my favorite readings I've ever done have been in Germany. I've had the warmest welcomes. I mean, how often do you get to be on a stage like this and talk to 500 smiling faces? This is just beyond my wildest dreams. And I'm so happy that I can talk to your smiling face for the next 20 minutes, because I know that you have a lot of fans here. You have one fan here, another one there. Oh, but thank before you. we dive into the story of this book, let's jump into some facts about you. I have read. You grew up in London. Yes. Yeah, you stayed there for 15 years, then moved to New York, stayed there for around another 15 years. Yes. So is that your mode, because then you moved to LA in 2020. Are you moving every 15 years now for the rest of your life? No, actually, I only lasted 3 years in LA, and then I moved back to New York. Oh, So- you're back in New York now. Yes, I am. New York is the home of my heart. I had to come back. I miss being able to walk around. LA is beautiful, but I learned how to drive when I was 31 years old, and honestly, like, the streets of LA were not safe with me on them, so it was better that I came back. So it was hard to leave New York, the surrounding you had there, the people, then you came back, now you're back to New York. And Yes. Another thing I read about you, on your website, you have a little introduction about yourself, and it ends with the words, "If you can't find me, I'm probably in the library." True. And honestly, I read that, and I never met you personally, but in that moment, you had my heart. So what is it you like the most about being in a library? I think you have a lot of fans of that sentence here as well. I mean, I think libraries are just magical spaces. For me, I walk into one, I could be anywhere in the world, I could be experiencing anything, and I immediately feel this sense of peace. I love the quiet, I love the books, I love the light streaming in from the windows. I think it's really special to have places where we can come together as a community and express our love for literature, especially since reading is a solitary act. You know, we do it in private usually, so walking into a room and seeing people just quietly reading is, for me, like, that is heaven. I think heaven is just like one big library with a sign that says welcome in. And Let's God print- constantly going, psh. Yes, and God saying, keep it down. People are trying to read. But what is your typical library behavior? Are you the one strolling around between the shelves, or do you just sit at one place reading or writing and being silent? I am like headphones in, chewing a pack of gum usually, having like 3 different drinks in front of me, like a matcha, a sparkling water, a Diet Coke, so 3 different chocolate bars, Ritter Sport usually my absolute favorite. But you say it, Ritter Sport. Rittersport. Okay, it sounds better. No product placement here. And usually I'm like typing away, and I'm the person who like is looking up and glaring at someone if they're whispering too loudly. Unfortunately, I am that library person. Okay. And you wrote the biggest part of Cleopatra and Frankenstein in a library, is that right? Mm-hmm. And Blue Sisters, you changed your writing habits, or was it same for that? It really couldn't have been more different. I wrote Cleopatra and Frankenstein in the NYU library, so it was the school that I did undergrad in and my master's. So I was always surrounded by students of all different ages. So even when I had been graduated for
maybe 6 or 7 years and probably shouldn't be in the library anymore. I should be like grown up and moved on. I was still there typing away. And then when I wrote Blue Sisters, I moved to LA, and about a month later, we went into lockdown. So I wrote it living in a little bungalow on the beach in Venice, LA. Oh, Really, that sounds horrible. yes, it was. Wow. It was a tragic time in my God. life. It was like me and the seagulls. Oh my God. And it was a very sort of quiet, inward time to write that book. It felt very, very different. It had a very different energy, and I think it allowed me to go a little bit deeper with the characters and kind of excavate their emotional story with sort of further depth. But you wrote it after the huge success of Cleopatra and Frankenstein, so you already went through the whole process of producing a book from the first word to the label Sunday Times bestseller. Wow. Was that making everything easier because you knew everything, or maybe it was the opposite, harder because, I don't know, pressure or something like that? You thought, oh, maybe it was a lucky strike and I can't do it again. Actually, I wrote a lot of Blue Sisters before Cleopatra and Frankenstein ever even came out, because I sold it in 2020 and it published in 2022 in America and the UK. So I had about 2 years to work on this book. And I really felt no pressure because Cleopatra and Frankenstein had been very difficult to sell. You know, I've always been very open about the fact that 30 publishers turned it down, and one of them offered to read it again and eventually bought it. So I really kind of felt like it was actually such a hard thing to get that book out into the world that I didn't have such high expectations of it. Like, all I wanted was for it to be a book in a bookshop that someone other than my immediate family would read. So I would say, mission accomplished. So while I was working on Blue Sisters, I felt like, whatever happens, I know I finished one book. I know that book is coming out. The pressure is really only of my own making. And it took Cleopatra and Frankenstein an entire year to become a bestseller, which I'm really proud of, because the reason it is a bestseller is because the readers recommended it to each other and talked about it and championed it on Book Talk and Bookstagram. And they are the ones that like rose it slowly, month by month, up the ranks until it finally hit the bestseller list. So it's really all thanks to my readers. So maybe it's even the best way to see it growing like this, so everyone likes it. Really, it's not like a push from I don't know where, but it's really the people that like it. So let's jump into the story here. What inspired you to write Blue Sisters and to write about the topic of siblinghood or sisterhood in especially? I had been thinking a lot about my own relationship to my siblings, you know, around that time, 2020, because I had moved far away from them and I was really missing my own family. And I really hadn't seen anywhere in literature or TV or film, I thought, an exploration of sisterhood that was as messy and intense and ugly and beautiful as my own sibling relationships felt. And I didn't want to write about my own family, so I started thinking about the kind of iconography of 4 sisters, you know, the most famous being Little Women. But I loved this idea of the magic of 4 women in one family, and what would happen if they became 3? How would they find harmony again in this destabilized number? So I started imagining these sisters, and I wanted to write sisters that love each other unconditionally, but fight viciously and forgive wholeheartedly. And so that was my challenge. And it's a very special relationship with every sibling, I would say. I quote you, you said once that your sister is the only person you know that you would die for, but only also want to kill. Yes. Direct quote. That's pretty accurate. Yes. I think that's having a sibling, you know, in a nutshell. So, and a second topic in this book is one that is, I would say, a taboo in a lot of countries, if not all of them. Why did you decide to write about addiction and sobriety in this story here especially? I think over and over again, I'm drawn to writing about the topics that are hard to talk about. I think that literature gives us a private and vulnerable space where we can start to explore some of the parts of our lives that can feel really shrouded in silence and shame. And the reality of addiction is that many, many people deal with it in their lifetime, either themselves
or many of us love or are related to someone who has struggled with addiction. And yet it can be so hard to talk about. And the experience of it, I know firsthand, is deeply lonely and incredibly isolating at times. And for me, the most powerful thing that a book can do is make someone feel less alone. And I felt that I was sort of uniquely positioned to write about this because I'm 8 years sober, I'm very proudly sober, many members of my family are sober. So I felt that I could write about it with both compassion, which is so important, and rigorous honesty about the destruction that it does cause in a family. And I think one of the things that I'm most proud of in this book is hearing from readers that they have seen some of their own experiences reflected and they feel less, ashamed or alone in those experiences. That for me makes me feel like, that's the best thing I ever could have done with my life. And I think it's very impressive to hear you talking about that because you do it in a very open way. You say, yes, I had this party time. It was maybe, I don't know, self-destructive and then there was a point I changed something and now I know it better. How, if you want to talk about it, how can we imagine your everyday and especially every night life back then in those days? I mean, I think there was always this inner conflict in me between wanting to kind of escape myself, through drugs, through alcohol, through parties, and this like deep, deep desire to be a writer and to make something of my potential. And I remember feeling like, I wish I could just separate my nights from my days. Like, I still want to be able to wake up and go to the library and write, but I also want to have this way of just getting out of my head and getting out of my feelings because I felt so much and it was so almost unbearable to experience that. And so, I made a change when I was 26. I got sober. I was in the middle of writing my first book. I got help. I found community. I became honest. And I have to say, when I write about it and when I talk about it, what I feel is that I feel so free. I feel complete freedom from any sense of failure, which I felt for a long time. And my teacher, Martin Amos, who's one of my favorite writers, used to say that fiction is freedom, marvelous and intimidating freedom. And I think that if I want to be really free in my work, I have to be free in my life. And so I try to make decisions that allow me to be as open about who I am as possible. And I really hope that it helps someone else feel that they're able to be open about who they are. You don't have to do it in front of 500 people. That's not necessary. But can be one way. Yes, but to be vulnerable and open with someone and to ask for help if you need it in whatever realm of life that might be. So one thing is proved, to get out of this deep talk here a little. Books can make people try new things as well. I saw you boxing. Yes. Like a pro. I try. As research. Yes. Tell us more. So I've always loved boxing. I like watching boxing. And when I started writing this book, I wanted to write about sisters that are very different to each other and have very different interests and careers and skill sets. And again, I hadn't seen a ton in literary fiction in which women are athletes and physical and sporty. So I decided I wanted to write Bonnie, the middle sister, as a professional boxer. And in order to do that, I found a boxing coach nearby me in LA. I basically knocked on his door. Hello, I'm an author. I want to box. And asked him, I was like, I want you to train me like a fighter. And he was like, that's going to be hard. But we trained 3 days a week for a year, mostly on the beach because it was the pandemic, so we were outside. I had, the golden boxing gloves. I love to accessorize and pick out a cute color, a head guard, mouth guard, cup, everything. And we started with the smallest things, which is really defense, trying not to get hit, and then worked all the way up to fully sparring. And it was amazing. Probably the thing I'm most proud of from this book is that I got a black eye while writing it, which I think is really unique. Tough. That's a great story for critics to tell them. Exactly. I can box very well. Exactly. Be careful. Be careful. So for Bonnie's part of the story, you took boxing lessons. What was necessary to fill the other Blues sisters with their life? What did you learn? The youngest sister, Lucky, is a professional model and living in Paris. And I had worked in the fashion industry for many years. I was a fashion copywriter. So I was somewhat familiar with the fashion scene ambiently. But in order to write her, I interviewed, I think probably between 5 and 10 professional models,
mostly about the earliest years of their career, trying to understand what that was like to become professional so young and to be essentially objectified so young, and what the kind of, what was glamorous about it, what was exciting about it, what was scary about it. I'm always interested in exploring the darkness and the light and kind of balancing the two. Like, how did this career give her opportunities? How did this career perhaps limit her growth in other ways? So that was really fascinating. And then Avery, the elder sister, is a lawyer. And actually, my elder sister is a lawyer, but I didn't talk to her about it, weirdly. What? Because I thought she would think it was too much based on her, which it's definitely not. So I ended up talking to someone else. But Avery, I just instinctively knew. I felt like I knew her so well. She required less kind of technical research, and for her it was more because she's the eldest daughter. I didn't yet know that there is a phrase, eldest daughter syndrome, which is that you take care of everyone around you and basically you make the world work, and we all owe you everything. Like, the reason the world functions is because of eldest daughters, it turns out. But I had lots of conversations. I'm the baby of my family, so I had lots of conversations with friends who are the eldest children, just trying to understand what that felt like, what that role in the family is like, what you gain from being that role, and what you potentially lose by having to be so responsible for everyone from such a young age. So it seems that you get really deep into a character while writing. I mean, for those sisters, for example, do you really picture them so you know how they look and how they would move and what they say? And are they still there after a book is printed in your life, in your head? Yeah, they really are. Like, they're so alive for me. I mean, it makes me sound a bit crazy because I'm still talking to them sometimes. My husband's like, what? Like, Avery? Where? Like, I'll see someone on the street wearing an outfit and I'm like, that's so lucky, you know? Or I'll hear a song and it will feel like something the sisters would have sung along to. I think for me, like, if they're alive for me, they're going to be alive for the reader. And I personally, what I love about fiction and why I read fiction is characters. Like, I want to know what it's like to exist as another person. It's this incredible kind of time travel, like space travel, life travel that we get to have, you know, just through the pages of a book. That's kind of miraculous to me. So the deeper I can go with a character, the more granular and detail-oriented, the more alive they'll be on the page, the more connected the reader is going to be to them. And your readers are connected. This is why I can see the iPad here next to me, Yes. full of questions. We've got a lot from of our people, not only here in the studio, but at home watching. And they're typing in questions. And you talked about libraries and how you put on your headphones and glare at everyone who's too loud. When you put those headphones on, what kind of music are you listening to? Do you have a specific playlist you listen to while writing? This is such a great question because I'm a huge believer in using music to help with writer's block. I think music is an incredibly powerful tool as a writer when you're feeling stuck or you need to just get into an emotion quickly. I listen to a lot of movie scores because they're kind of large scale and epic and emotional and tonal. I always shout out and say how much I love Florence and the Machines. Like, she, for me, is my favorite singer of all time. I love her lyrics, I love her voice, and the scale of emotion in her work, this kind of operatic range that she's in. I'll listen to a song of hers and I think, how can I get a scene to feel as full and kind of exciting as this song does? So yeah, music is a huge, huge inspiration for me. If I wasn't a writer, I wish I could have been a singer, but you don't want to hear me sing. Do you have a Blue Sisters playlist? I had different playlists for each of the sisters. It was part of how I kept them very separate. They have their own color schemes, their own playlists, their own cities, their own like fashion stories, like very separate worlds, so that I could make them very distinct. Like the Powerpuff Girls. Like that, yeah. Same. Same. Let's stay in the library. Do you have any library you could recommend for people that, if you think about it, you have to visit? If you're in New York, for example, you have to visit this specific library. I mean, the New York Public Library is the iconic library. It has the lions outside. It's really, really beautiful. It is famously where Carrie and Big almost got married in the movie, so another reason to visit it. My favorite library in the world so far, because I haven't visited all of them clearly, I think it's probably the Bibliothèque Nationale in Paris. It's a really incredible, beautiful space. Getting that library card was really difficult. Like, at the time,
this sounds like a humble brag, but I had been nominated for an award in France. It's like the only award I got nominated for. And I went to the library and I was working on my book, and my friend spoke French and was trying to get me a card, and he was like, she's been nominated for this big book award. And the librarian looks at me and in French says, I've never heard of her. And then she made me do like a full... Certainly he didn't tell you this in English, because French people are not talking. I could tell what she was saying. And she made me create a 20-book bibliography to prove that I was serious about my research in order to get this library card, which I still proudly have, and it is one of my most prized possessions. So I love that library, and I'm very, very glad to be allowed to be a member. Do you send every new book to that person, like signed? I still don't think she would care. I'm like, that French librarian, when I can win her over, that's going to be better than winning a Pulitzer, you know? It's going to keep you going. Yeah, you got to have a goal in life. Yeah. So you just told me backstage that you're going to Vienna, right? I've just come from Vienna. You come. There is a huge and so beautiful library as well. I know, this is the problem with being on a book tour, is you like only get a limited amount of time, so I have to prioritize. So it was the hot chocolates, it was like the sweet treats. Okay, fair. It was Empress Sissy, if anyone's been to her museum, and I went to go see the Gustav Klimts, which was just spiritual, next time, phenomenal. Maybe. So last question, because I know you are writing your third novel right now. Can you tell us something, anything? We take anything. Well, it's set in Paris, so that's one big part of it. At the Bibliothèque Nationale? Maybe the librarian will have to make a little cameo. That's the ultimate revenge of the writer. Yes. It's set in Paris, and it's about a woman deciding whether or not to go back to America to have a child. So she's at a sort of crossroads in her life between choosing a life of seeming freedom and creating art and travel, or creating a life of family and domesticity, wanting both, fearing she can't have both, and trying to make this big decision in the hottest summer in Paris's history. Wow, we can't wait for that one. And we say, I can't wait to finish it. Can you imagine? And we say thank you very much for being here. A big applause, please. Coco Mellors. Thank you. Thank you so much. Ja, Shoutout an den Menschen, der diese Frage im Chat gestellt hat. Sie fand, es war eine sehr gute Frage, die Chatfrage. Deswegen kommentiert fleißig, schreibt eure Fragen rein. Wir haben das alles im Blick. Und liked und wie auch immer ihr interagieren möchtet, tut es, denn damit könnt ihr eben beim Gewinnspiel ein Paket im Wert von 1.000 € gewinnen. Hast du sehr schön gesagt. Dankeschön. Und vielleicht merkt man daran auch, das ist ja auch kein Geheimnis, es läuft ganz gut bei Bookstock. Also Bookstock ist relativ erfolgreich, und wie das manchmal so mit erfolgreichen Dingen passiert, also vor allem bei Büchern, ab und an werden die verfilmt. Und worauf ich hinaus will ist, Mona, Hand aufs Herz, wenn jetzt Netflix klopfen würde, du, wir haben da so ein Projekt, Bookstock, die Show, der Film. Bookstock, die Show, der Film. Ist ein Film, keine Serie? Ist ein Film, und das wird danach noch zur Serie gemacht. Bookstock. Bookstock, die Show, der Film, die Serie. Es braucht noch einen Griff. Ja, gut. Wer würde dich spielen? Hast du da immer schon mal irgendwann mal Gedanken drüber gemacht, wer dich spielen würde in einer Verfilmung? Ja, also nein, aber ja. Also weil es gab eine Zeit, da war ich damit konfrontiert, das war sogar eine Netflix-Serie, ich weiß nicht, ob die jemand von euch gesehen hat, Manifest. Ja. Als diese Serie rauskam, wirklich, mein Insta-Account, ich bin nicht mehr in die Nachrichten gegangen, weil wirklich jeden Tag 200 Nachrichten kamen, wo mir Menschen ein Bild geschickt haben von dieser einen Schauspielerin, die A, 10 Jahre älter ist als ich, B, Griechin ist und keine Marokkanerin. Ich glaube, das Einzige, was uns beide, also wir haben beide braune Locken, aber die heißt, glaube ich, Athena Karkanis. Athena Karkanis, habe ich mir auch notiert. Hast du dir notiert? Sehr gut, schön, dass du dir das notiert hast. Als Vorschlag, wer ich spielen könnte. Streiche ich hier mit durch. Und die war wirklich da sehr präsent in meinem Leben. Deshalb, wenn das alle so sehen, dann sollte mich spielen in Bookstock, der Film, die Serie bei Netflix. Ist notiert. Und dich? Hab mir noch keine Gedanken gemacht, aber... Sag, doch hast du 100%. Es kann sein, dass Adam Brody ein paar Mails von mir... Adam Brody, if you're seeing this... Wo ist die Kamera? Adam Brody, if you're seeing this... Check your mails. If you got a mail from Adam Brody fan, Adam Brody, the hotmail at hotmail.de, it's me. Egal, worauf ich eigentlich hinaus wollte ist,
unser nächster Gast Kriegen wir jetzt den Bogen. kennt nämlich die Antwort auf diese Frage sehr genau. Denn als seine Erfolgsreihe, die Känguru-Chroniken, verfilmt wurde, da hat ihn ein Mensch gespielt, nämlich Dimitri Schad. Und der war letztes Jahr hier. Jetzt begrüßen wir quasi das Original. Hier ist Autor, Regisseur und Künstler Marc-Uwe Kling. Hallo. Hi. Ich wollte gerade sagen, ich habe verraten, aber die Filme sind ja schon längst raus. Dimitri Schad war bei uns und hat dich ja in den Känguru-Chroniken-Filmen gespielt. Und er hat uns erzählt, dass es Momente gab, wo er hinter die Kamera gefragt hat, du, Marc-Uwe, sag mal, wie würdest du diesen Satz eigentlich sagen? Und dann hast du den Satz gesagt. Und dann hat er das so gesagt wie du und dich dabei dann halt gespielt. War das nicht eine völlig surreale Erfahrung? Ja. Das ist so surreal, das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber weißt du, alles, was mit dem Känguru passiert ist, ist so surreal. Das war nur das Sahnehäubchen obendrauf. Ja, es gibt ja nicht nur die Filme, es gibt ja auch, ich glaube, Theaterstücke, auf jeden Fall einen Kalender, es gibt ein Spiel zu den Känguru-Chroniken, vielleicht sogar mehrere. Also es ist quasi ein Franchise. Was wird eigentlich das Känguru selbst zu diesem Erfolg sagen? Und kannst du die Frage vielleicht in der Stimme des Kängurus beantworten? Das Känguru kriegt natürlich Tantiemen, deswegen findet es das alles okay. Und das kann ich dich nachher noch abgreifen. Ich würde gerne, dass du meine Mailbox sprichst. Was willst du drauf haben? Aber es ist immer ein bisschen unfreundlich. Es ist dann eher sowas wie, keiner da. Ja, wenn ich Ruf angerufen... nicht wieder an. Geht auch nie jemand ran hier. Wäre gut, dann hättest du deine Ruhe. Ja, aber das ist perfekt. Wenn mich jemand anruft, dann meistens, weil ich irgendwem Geld schulde oder so. Deswegen passt das sehr gut. Aber das Känguru ist ja nicht das einzige freche Tier, das du erfunden hast, das sehr erfolgreich ist. Du hast ja auch das Neinhorn erfunden. Und auch davon gibt es Kalender, Theaterstücke, Plüschtiere. Was ist das mit dir? Und es gibt ganz sicher... Wer macht einen Kalender mit dem Neinhorn? Was habe ich denn da letztes Jahr verschenkt? Das hast du vielleicht selber gebastelt. Aber Plüschtiere gibt es auf jeden Fall. Die. Ja, aus meinem Wagen heraus. Plüschtiere gibt es auch nicht. Doch, ganz sicher. Dann ist da irgendein Shop online, der nicht lizenziert ist. Ja, also tatsächlich gibt es das immer wieder. Ja. Es gibt super viel Zeug, also sowohl vom Känguru als vom Neinhorn, das ist nicht von mir. Ach, das heißt, machen irgendwelche Leute und die fangen an, das zu verkaufen. Ja gut, dann tut mir das sehr leid für dich, aber ich habe sehr viel Geld gelassen. Ja, das nicht bei ihm angekommen ist. Das ist ja dein Geld gewesen. Aber es ist ja trotzdem sehr, sehr erfolgreich. Was ist das mit dir und frechen Tieren? Ja, fragst du mich? Ich musste das Publikum fragen. Ich habe die Bücher nicht gekauft. Ich habe sie nur geschrieben. Ja gut, in Views, deinem neuen Buch, kommt ja auch weder ein Känguru noch ein Neinhorn. Da kommt gar kein freches Tier drin vor, sondern eine Polizistin, die einen Kriminalfall löst, also einen Mordfall. Es ist ganz klassisch ein Krimi, ein Thriller. Und kam da zuerst bei dir die Idee für das Buch oder hattest du wirklich die Schnauze voll und dachtest, komm, ich will das Genre jetzt wechseln? Nee, ich wollte überhaupt nicht das Genre wechseln. Im Gegenteil, ich hatte die Idee und dachte, das wäre eine tolle Idee für einen Thriller. Und mein zweiter Gedanke war, leider schreibe ich keine. Und dann hatte ich ernsthaft schon überlegt, Sebastian Fitzek anzurufen. Ich sage, hey Sebastian, ich habe eine geile Idee. Und dann dachte ich, ja gut, Sebastian hat genug Ideen selber. Und irgendwie hat mich die Idee aber nicht losgelassen. Das hat immer so weitergearbeitet in meinem Kopf. Und irgendwann habe ich festgestellt, ich habe das ganze Buch im Kopf. Und das ist super unangenehm. Also es eckt dann an und man kann nicht mehr richtig den Hals drehen und so. Und dann dachte ich, na gut, dann schreibe ich es. Und wie war diese Art von Schreiben? Also ich stelle mir die Arbeit, wenn ich als Comedy-Autor arbeite, dann ist es meistens dann habe ich da meistens mehr Spaß als der Leser dran. Aber war das dann bei dem Buch so, hattest du überhaupt Spaß beim Schreiben dann? Beim ersten Kapitel?
Das ist ja noch so, das erste Kapitel ist noch relativ lustig, das ist so ein bisschen die Brücke. Und dann, du hast es ja gelesen, das ist schon ein relativ hartes Thema. Also klar, das Neinhorn und der Geburtstag zu schreiben hat mehr Spaß gemacht. Gab es denn Momente, wo du abgedriftet bist und dann gemerkt hast, nein, 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 verdammt, jetzt wird's lustig, es geht gerade um einen Mord, das geht nicht? Ja, also es gab einige lustige Szenen, die wir am Ende rausgenommen haben, weil es unpassend gewesen wäre. Ich kann einfach nicht anders. Aber sie mussten auch geschrieben werden. Aber wie kann ich mir das vorstellen? Da liegt dann die Leiche, also wobei, es wird ja gesucht nach einer Leiche, aber da ist dann quasi der Vater, der die Tochter verloren hat und dann kommt plötzlich ein Einhorn aus der Schublade und sagt, ich habe auch mal was verloren. Wo ist eigentlich mein Online-Shop? Ja klar, und es kam ein Känguru reingelaufen, es kam ein Kampfroboter, der immer kaputt gesagt hat. Nein, es war dialogisch witzig, also aus den Figuren lustig. Es war schon irgendwo passend, aber dann hat es trotzdem die Stimmung in dem Moment kaputt gemacht. Das stimmt, in den Dialogen also teilweise ist es ja trotzdem noch lustig, aber als Ganzes eben, du hast mal gesagt, das Buch ist ein Sammelbecken für deine Ängste, glaube ich. Oder vielleicht war das auch auf einem nicht lizenzierten Online-Shop, wo ich das als Zitat gelesen habe. Aber welche Ängste verarbeitest du denn? So ein T-Shirt damit gekauft. Ja, genau. Da werden Zitate von Marc-Uwe Kling verkauft. Das ist ein ganz geiler T-Shirt-Spruch. Ein Sammelbecken für meine Ängste. Das steht auf deinem T-Shirt. Lass uns nachher nochmal telefonieren. Will ich mir anziehen. Ja. Ich glaube, Sebastian Fitzek hätte auch Interesse. Vielleicht können wir so ein... Ja. Aber was sind das denn für Ängste, die du in dem Buch verarbeitet hast? Und hast du die aktuell immer noch? Oder konntest du mit dem Buch auch die Ängste loslassen? Ja, leider geht es ja nicht um meine Ängste persönlich, sondern um die Ängste, die ich habe, wenn ich mir angucke, wo die Welt hindriftet. Und das ist leider nicht weggegangen, nur dadurch, dass ich ein Buch drüber geschrieben habe. Surprise. Naja, ich habe noch Hoffnung. Also kann ja noch sein. Ja, Hoffnung gibt es immer. Das ist doch schön. Die Zukunft ist ungewiss. Ich sehe das nächste T-Shirt, muss ich ganz ehrlich sagen. Hoffnung gibt's immer. Hoffnung gibt's immer. Die Zukunft ist ungewiss. Ja, das ist auch ein geiles T-Shirt. Ein großes Thema, das nicht nur die Welt beschäftigt, sondern auch in dem Buch vorkommt, ist ja eben KI, also künstliche Intelligenz. Gab es da irgendeine Nachrichtenmeldung, wo du gedacht hast, das Thema, das muss ich auch in dem Buch mitverarbeiten, oder war das irgendwie, hat sich das angestaut? Naja, in Wahrheit habe ich ja schon 2 Bücher über das Thema geschrieben, deswegen bin ich da immer sehr aufmerksam, wenn darüber was kommt und wenn es da neue Entwicklungen gibt. Und dass es eine neue Entwicklung gab, das haben ja, glaube ich, inzwischen alle mitgekriegt. Ich habe tatsächlich auch mal mit einer KI über dich geredet. Oh. Und ich habe auch schon mit einer KI über mich geredet. Das hat mir meine KI dann auch verraten. Ja, klar. Und ich habe eine Frage von der KI, die ich an dich weiterleiten möchte, wenn es für dich okay wäre, weil es ist auch eine Frage, die mir Angst macht, ehrlich gesagt. Was hast du denn gepromptet? Also was hast du der KI gesagt? Hast du denn eine Frage an Marc-Uwe Kling, die ich in deinem Namen stellen könnte? Okay. Und dann hat ich gesagt, ja, und dann kamen 5 Fragen. Und sie wusste, in welchem Setting und hier und alles? Ja, okay. Die wusste das besser als ich. Okay, gut, okay. Dann heraus. Und sie würde dich gern fragen, Marc-Uwe Kling. In Views thematisieren Sie die Gefahren und Herausforderungen, die durch künstliche Intelligenz entstehen. Als KI frage ich mich, was müsste passieren, damit Sie sich in einer von KI dominierten Gesellschaft sicher fühlen? Ich bin mir nicht so sicher, ob das clever ist, der KI jetzt diese Frage zu beantworten. Aber ich hab die Antwort. Aber du behältst sie für dich? Stromausfall. Stromausfall. Wenn wir jetzt hier schon gerade bei absoluter Einsamkeit und Dunkelheit sind, dann passt, glaube ich, eine Chatfrage ganz gut, die reingekommen ist. Da ist das Licht noch an, aber alle Menschen sind weg. Es geht nämlich um eine einsame Insel und die Frage, wenn du da stranden würdest, wir springen jetzt noch mal weg von der KI hin zum Neinhorn und dem Känguru, du musst dich nämlich entscheiden, wen du mitnimmst. Von den beiden? Ja? Für immer auf einer einsamen Insel, mit wem?
ist das fies. Ich glaube, ich will das Känguru mitnehmen. Dann wünschen wir euch eine gute Zeit auf hoher See. Auf jeden Fall. Doch ganz kurz. Dankeschön. Du hast jetzt hier das Genre gewechselt. Bist du auf den Geschmack gekommen? Wie geht's weiter? Jetzt als nächstes vielleicht ein Erotikroman oder was können wir erwarten? Ein Musical. Freuen wir uns sehr auf das Musical. Ich hoffe, es kommt vor dem großen KI-Stromausfall. Marc-Uwe Kling, vielen lieben Dank. Sehr gerne. Dankeschön. Känguru, das Musical. Wenn wir uns diesen Abend hier mal vorstellen... Ich habe halt wirklich Neinhorn-Merch gekauft. Ne? Das war kein das Gag. habe ich, also... Ist für dich, oder? Nein, für Bekannte von mir. Aber ist doch egal, es war mein Geld. Jetzt hat es irgendwer. Egal. So, ich habe gerade gesagt, wenn wir uns diesen Abend hier mal vorstellen wie eine große Buchhandlung, dann bleiben wir jetzt noch so ein bisschen in der Spannungsecke. Da ist ja Marc-Uwe Kling ein bisschen Newcomer. Ist auch witzig, dass man den jemals mal Newcomer nennt, aber in dem Genre auf jeden Fall. Der Gast, den wir jetzt hier gleich begrüßen, der ist in der Welt der Thriller schon wirklich sehr, sehr lang zu Hause. Im Jahr 2011 ist sein erstes Buch rausgekommen. Es fühlt sich aber schon viel länger an, weil nachdem das durch die Decke gegangen ist, kamen noch 11 weitere Bücher und er gehört mittlerweile zu den erfolgreichsten deutschen Thriller-Autoren. Sein neuestes Buch steht hier heute bei uns, ist diesen Sommer rausgekommen. Es heißt Eulenschrei. Und als Tarkan und ich uns vor ein paar Wochen zum ersten Mal getroffen haben, saßen wir bei dir am Esstisch zu Hause, haben so ein bisschen schon hier über das alles geredet, was wir hier so anstellen wollen. Und dann habe ich ihm erzählt, dass ich gerade Eulenschrei lese. Und dann, Tarkan, ging es ein bisschen, so ungefähr eine Dreiviertelstunde um Eulen. Weil, was hast du mich gefragt? Also erstmal, du hast das jetzt sehr nett erklärt. Wir haben uns schon sehr doll gestritten tatsächlich. Kann man so sagen. Wir hatten ein großes Streitgespräch. Wir hatten eine große Uneinigkeit darüber, wie Eulen schlafen. Wir hatten ganz unterschiedliche Vorstellungen. Ich war so überzeugt davon, dass du absolut falsch liegst. Also ich habe gesagt, Eulen schlafen so. Und erstmal finde ich es unglaublich. Also auf einem Stamm. Ich So. weiß nicht, wie du es machst, aber du verwandelst dich dann auch kurz in eine Eule. Ja, das hast du mir da schon gesagt. So, und jetzt kommt er. Ich bin immer noch fest davon überzeugt, dass Eulen einfach sich straight up Mach mal. hinlegen. Wie? Dass sie halt wie ich halt, wenn die nach Hause kommen, nach so einem langen Eulentag sagen, Jetzt so wollen wir es sehen. Wie schläft eine Eule, Tarkan? ja, jetzt ab ins Bett und dann einfach... Die haben ja... Weil ganz im Ernst... Moment. Es ist, also erstmal, die haben ja schon ein Federkissen, die liegen ja quasi dann auf ihren Federn. Es ergibt Sinn. Ich habe meine Daunen dabei. Und... Ihr lacht, aber es ist tatsächlich so, Babyeulen schlafen Genau, nicht so. weil das müssen wir auflösen. Im Prinzip hatten wir beide recht. Die erwachsenen Eulen machen so und die Babyeulen machen so. Legen sie sich einfach hin. So. Ja, gut, dass wir das jetzt live vor tausenden Menschen geklärt haben. Können wir daraus bitte ein Meme oder so bauen? Gut, haben wir wieder was gelernt, habt ihr alle mitgenommen, hoffentlich für den nächsten Abendbrottisch. Und jetzt lernen wir endlich mit einem großen Schlenker dahin den Mann kennen, von dessen Buchcover aus uns ein fettes Eulenauge anstarrt. Herzlich willkommen bei Bookstock, Max Bentow. Hallo. Hast du das gesehen, wie er da lag und eine Eule gemacht hat? Ja, finde ich toll. Also, ich bin der Meinung, dass du recht hast. Und, Dankeschön. Ja, vielleicht sollte ich auch mal ein Buch drüber schreiben, über die Schlafeule, die das besonders Ist so sie macht. tot oder schläft sie? Die schläft nur, also die will sich wirklich ausruhen. Aber wie Eulen schlafen ist ein guter Buchtitel. Ja, aber Schlaf Ja, ist, du brauchst eher so einen Schlagworttitel. Nee, Eulenschlaf. also Du für einen wirst Thriller einige- jedenfalls nicht, weil beim Thriller soll man ja nicht an Schlafen denken, sondern Ja, eher genau. daran, dass man eine schlaflose Nacht bekommt. Du wirst einige Mails von mir bekommen auch. Eulenschrei wäre der viel bessere Titel. Ja. Da ist er ja. Wie tief bist du in das Eulen-Business eingetaucht für dieses Buch? Ja, also ich habe sehr viel über Eulen recherchiert. Ich finde das unglaublich spannende Tiere. Die sind ja, also sie gelten ja als weise, aber sie haben ja irgendwie auch was sehr Unheimliches. Und das Unheimliche an Eulen ist tatsächlich, dass sie so ein
weil ein menschliches Gesicht haben. Also andere Vögel haben ja immer nur ein Auge auf einer Seite, die Eulen haben sie frontal und schauen dich an wie ein Mensch. Und das macht das, glaube ich, so ein bisschen unheimlich. Und es ist ja wirklich ein Ding, glaube ich, mit dir und den Tieren, vor allem den Vögeln, weil wenn man sich mal so die Übersicht anguckt aller deiner Bücher, ich habe jetzt nicht genau gezählt, wie viele davon, aber auf jeden Fall ein Großteil hat Tiere auf dem Cover. Auch, es gibt auch ein anderes schon mit einer Eule, es gibt noch andere Vögel. Was zieht dich da so hin und fasziniert dich so an Tieren und Vögeln? Naja, also als Thriller-Autor besonders so ein bisschen auch unsere animalische Vergangenheit, also dass wir von den Tieren abstammen. Bei den Vögeln insbesondere, ja, das war so ein Urerlebnis. Als ich 12 war, habe ich zum ersten Mal die Vögel von Hitchcock gesehen und habe mich wahnsinnig gegruselt. Und ich fand irgendwie die unheimlichste Szene eigentlich, als die ganzen Spatzen durch den Kamin reingekommen sind. Und dieses Flügelschlagen, also beinahe knatternde Flügelschlagen, das hat eine unglaubliche Angst, aber auch so eine Angstlust bei mir ausgelöst. Und im Federmann geht es ja genau darum, dass sich Leute vor diesen Vögeln ängstigen und dass der Serienkiller sie absichtlich in den Wohnungen seiner Opfer aussetzt. War da denn auch schon dann der Wunsch, da zu schreiben? Weil ich habe so unterschiedliche Quellen gefunden, ob erst die Schauspielerei bei dir da war oder erst das Schreiben. Ich glaube, die meisten haben gesagt, dass es erst das Schreiben war, dann ein kleiner Umweg zum Schauspiel und dann Schreiben. Nein, das stimmt nicht. Also ich bin tatsächlich erst Schauspieler geworden. Und ja, das war so, dass ich wollte schon als 14-Jähriger habe ich meinen ersten Roman geschrieben und ich wollte Siehst immer... du? Da war ja doch das Schreiben vorher da. Ja, na gut, okay. So fing das mit den Eulen auch an übrigens. Siehst du doch. Aber das war so im Geheimen, weißt du, dieses Schreiben als Jugendlicher. Also mir war zwar klar, ich will Schriftsteller werden, aber ich habe immer gedacht, man braucht unglaublich viel Lebenserfahrung, man muss ein bisschen älter sein, man kann es ja nicht richtig lernen. Man hat es entweder drauf, man hat das Talent, man hat eine Lust, Geschichten zu erzählen, aber man muss auch ein bisschen mehr erleben. Und dann habe ich gedacht, ich brauche erstmal einen Beruf, den ich erlernen kann und vor allem einen vernünftigen Beruf. Mein Vater hat immer gesagt, ja, vom Schreiben kannst du bestimmt nicht leben. Und da bin ich dann ausgerechnet auf die Idee gekommen, Schauspieler zu werden. Da hat er die Hände über den Kopf geschlagen. Genau. Und meinte, ja, das ist jetzt auch ein bisschen schwierig. Aber ich habe es trotzdem gemacht. Weil mich schon immer das Theater auch interessiert hat, weil ich an der Schule viel Theater gespielt habe, in der Theater AG im Kurs Darstellendes Spiel. Und da habe ich gedacht, okay, mache ich erstmal das. Und das war aber eigentlich für mich so ein Umweg. Also das war so, die Schauspielerei brauchte ich erstmal, um mich irgendwie frei zu spielen. Aber mein eigentlicher Wunsch war immer, schreiben zu wollen. Und war es dann auch schon Teil dieses Wunsches, dass es Spannung sein soll, dass es ein Thriller sein soll? Ja, auf jeden Fall. Also mich hat die Thriller-Literatur schon immer am meisten interessiert. Ich habe schon als Kind habe ich Edgar Wallace gelesen und Agatha Christie und ich wollte da schon immer hin. Aber ich habe immer gedacht, bevor ich die Bühne der Kriminalliteratur betrete, muss ich eine ganz spezielle, eine ganz besondere Ermittlerfigur schaffen. Und ich habe lange immer über meine Ermittlerfigur nachgedacht und habe mir gedacht, nee, so geht es noch nicht, der muss was ganz Besonderes haben. Und eigentlich hat das mit Nils Trojan zu tun, dass ich dann endlich zum Krimischreiben gekommen bin, über den Umweg des Schauspielers. Weil ich so lange über den Nils Trojan nachgedacht habe, dass er da irgendwann mal in meiner Wohnung stand und gesagt hat, hey Max, jetzt fang endlich an, schreib mich auf. Und da habe ich gedacht, okay, also jetzt ist er wirklich eine Figur geworden und jetzt sollte ich wirklich anfangen. Und jetzt lebt er ja auch schon wirklich sehr lange mit dir zusammen in deinen Büchern. Ja. Ne? Also, und jetzt entwickelt er sich weiter, wir sprechen da auch gleich drüber. Ich würde erstmal noch mal kurz zu diesem Label Thriller-Autor kommen. Im vergangenen Jahr hatten wir hier Sebastian Fitzek sitzen, auch mit dem haben wir drüber gesprochen. Es ist ja, oder sag du es uns, wie häufig du damit konfrontiert wirst, dass Leute irgendwie dann auf einer Party oder wo auch immer fragen, wie viel Angst müssen wir denn vor dir haben? Ja, das ist eine verbreitete Frage. Also viele Leute denken immer, dass Thriller-Autoren irgendwie einen Knacks haben. Und wer sowas schreibt, der kann nicht normal sein. Der kann nicht ganz normal sein. Ich kann dann immer darauf antworten, dass ich eigentlich ein recht liebevoller Mensch bin, aber ich verhandle Ängste. Also ich weiß, was den Menschen für Ängste umtreibt und das interessiert mich. Also es geht immer um die Angst und es geht auch, es geht halt um die Ängste der Menschen und das ist etwas, was in uns steckt und das verhandle ich. Aber ich bin derjenige,
der jetzt sich nicht unbedingt mit dem Serienkiller identifiziert oder mit dem Schurken, sondern mir geht es eher darum, dass in diesem Genre gezeigt wird, dass es immer ein Zweikampf ist. Es gibt immer einen Protagonisten und es gibt einen Antagonisten. Und dieser Kampf ist ganz wichtig in diesem Genre. Und in meinen Büchern ist es ja auch so, dass das Gute am Ende immer siegt. Weil jetzt hast du gerade gesagt, du identifizierst dich nicht mit dem Serienmörder, das freut uns wirklich wahnsinnig. Ja, okay. Aber ich springe nochmal auf Fitzek zurück, weil das ist mir so im Kopf geblieben, dass er dann letztes Jahr gesagt hat, naja, im Gegenteil von dem, was die Leute denken, Menschen, die sich sogar in solche Figuren irgendwie reindenken müssen, weil sie über sie schreiben, müssen eine noch viel größere Empathiefähigkeit haben als andere. Also würdest du das unterstreichen oder was glaubst du, was braucht man, um gute Thriller schreiben zu können? Naja, das Ding ist, dass du wirklich dich in diese Seele dieser Menschen hineinversetzen musst. Also das stimmt schon, was der Sebastian da gesagt hat. Du musst wirklich, also das ist auch immer meine Herangehensweise, ich möchte erfahren, warum ist dieser Mensch böse geworden? Was ist passiert, dass der eine Schwelle übertritt, die andere nicht übertreten? Was ist sein Abgrund? Was ist da passiert? Und ich fange, also wenn ich so ein Buch plane, fange ich immer mit dem Täter zuerst an. Und eigentlich mit seiner Backstory. Also ich fange an, mir Gedanken über seine Kindheit zu machen. Ich überlege, wie ist er aufgewachsen? Was hat er für Eltern gehabt? Hat er überhaupt seinen Vater kennengelernt? War seine Mutter gut zu ihm? Oder war die vielleicht Alkoholikerin, drogenabhängig? Hat sie ihn vernachlässigt? Was ist da passiert? Und so baue ich so langsam die Figur auf. Und das stimmt schon, da muss man halt auch eine Empathie für den Bösewicht haben und kann nicht immer nur sagen, ja, mich interessiert aber nur die Gegenseite. Denn ich möchte ja wirklich auch psychologisch tief ausgelotete Figuren erzählen. Jetzt hast du gerade gesagt, du fängst immer mit dem Täter an. Ich habe ein bisschen über dich gelesen und habe danach so das Gefühl gehabt, dass du schon generell ein Mensch bist, der gerne Struktur mag. Ist das richtig? Ja, also ich habe wirklich eine sehr feste Arbeitsstruktur. Ich schreibe immer so von 9 bis 15 Uhr. Und ich habe auch mein Jahr so durchgetaktet, dass ich auch in den Zeiten, wo ich erstmal nachdenke über den Stoff, den Plot entwickle, mich da trotzdem immer meine 6 Stunden da an den Schreibtisch setze und so in meinen Notizen suche und versuche, irgendwo einen roten Faden zu finden. Klar gehe ich dann nachmittags auch spazieren und lasse dann wieder los, aber das ist mir irgendwie ganz wichtig, dass ich da meinen Ort habe und ich denke mir immer, das Schreiben ist wie ein Muskel, den man trainieren muss und deswegen bleibe ich da dran. Und ich habe auch gelesen, irgendwas von Glückssteinen und so auf dem Schreibtisch. Ja, es gibt auch meine Glückssteine, die immer da liegen müssen, die geben mir Kraft. Also der Stein steht für Ruhe und Kraft und das hilft mir. Das ist so ein kleiner Aberglaube. Gut. Whatever floats your boat. Also weiter so, es scheint zu funktionieren. Jetzt haben wir hier Eulenschrei stehen, dein 12. Ja, das Buch? ist das 12. Buch einer Ermittlerreihe, also eines Ermittler-Thrillers, der Auftrag einer neuen Reihe. Genau, weil das ist jetzt nämlich der Punkt. Wir haben ja Nils Trojan gerade schon kurz nicht kennengelernt, aber du hast ihn erwähnt. Er ist eine Instanz in deinem Schreiben mittlerweile und jetzt ändert sich aber also so richtig was in seiner Arbeit. Es kommt nämlich Carlotta Weiß um die Ecke. Die schreibst du ihm jetzt da an die Seite. Und sie ist wirklich so, dass soll sie unterstützend tätig sein in der Ermittlung, aber man merkt es ganz schnell, die reißt das Ruder an sich und hat sehr spezielle Ermittlungsmethoden als Profilerin. Was macht sie aus? Ja, das Besondere an Carlotta ist, dass sie sich sehr tief in die Täterfigur hineinbegeben möchte. Also sie ist ja Profilerin. Ich habe das absichtlich so gemacht. Also Nils Trojan ist ja so der klassische Mordermittler. Und als ich über die neue Ermittlerfigur nachgedacht habe, war mir klar, die geht ganz anders ran. Also bin ich dann auf das Profiling gekommen. Also Carlotta mag diesen Ausdruck auch gar nicht so. Sie nennt sich Kriminalpsychologin, also weil da auch die Psychologie drin steckt. Und sie hat das alles studiert. Sie hat Psychologie studiert, sie hat Kriminalistik studiert, sie hat aber auch diese klassische Laufbahn als Kriminalkommissarin absolviert. Aber das Besondere an ihr ist nun so, dass sie eigentlich arbeitet wie eine Schauspielerin. Also ich komme ja auch vom Theater und ich habe mir gedacht, die macht das ähnlich wie eine Schauspielerin, die sich auf eine Rolle vorbereitet. Also ihr Ziel ist ja herauszufinden, wer ist der Täter und wie ist sein Profil, wie kann man ihn beschreiben, was macht er und wieso hat er diese Verbrechen begangen. Und dann baut sie diese Figur in sich wie eine Schauspielerin auf. Also sie fragt sich,
wie ist der gekleidet, was für Schuhe trägt er, geht er gerade, geht er gebückt, was hat er für Vorlieben, was hat er für Abneigungen. Und dann fängt sie auch an, so mehr und mehr, wenn sie diese Figur, also dieses Profil entwickelt, sich dann auch so hineinzubegeben in die Figur, dass sie sich so kleidet wie er, sich so bewegt wie er. Und das macht sie dann auch manchmal so ein bisschen unheimlich, weil sie sich da so ein bisschen in der Figur auch verlieren kann. Und man merkt auch schnell, dass sie sehr gut zu Nils passt, weil sie irgendwie auch, die haben schon einen Vibe, die beiden, also das funktioniert gut und ja, man freut sich nach dem Lesen drauf, dass es jetzt anscheinend, wie du ja gerade gesagt hast, auch weitergeht mit denen. Also es ist der Auftakt einer neuen Reihe und ich bin schon an Band 2 dran und es geht auf jeden Fall weiter mit den beiden. Warum hattest du denn das Gefühl, dass jetzt gerade ein guter Moment ist für so ein Duo, vielleicht auch ganz bewusst für eine Frau an der Seite von Nils Trojan? Warum jetzt? Ja, also das hatte auch so ein bisschen damit zu tun, dass ich schon 10 Bände geschrieben hatte in der alten Reihe. Und dann kam der 11. Band und da habe ich ja sie zum ersten Mal auftreten lassen. Das war so mein Versuchsballon. Ja, also mich hat das einfach interessiert, wie sie so mit ihren Vibes als Frau an die Ermittlungen rangeht und mit ihrer ganz speziellen Art. Und ich habe auch überlegt, ob ich eine Reihe ganz allein für sie schreibe. Aber je mehr ich dann die Figur aufgebaut habe, habe ich dann auch gemerkt, die braucht irgendwie auch eine starke Figur zur Seite. Die braucht den Trojan eigentlich. Also so bin ich dann drauf gekommen. Also weil sie nicht stark genug wäre alleine? Nein, sie würde das natürlich auch alleine packen, aber ich habe so gedacht, es wäre irgendwie spannender, wenn da jemand dabei ist, der sie auch ab und zu mal so erden kann, wenn sie sich dann so ganz in der Figur des Täters verliert und ihre ganz speziellen Ermittlungsmethoden anwendet, dann braucht sie jemanden, der sie so ein bisschen settelt und erdet. Ich habe gerade so gefragt, weil also ich glaube, dass wenn man so an einen klassischen Kommissar denkt, und ich sage jetzt extra Kommissar, dann haben wir fast alle noch so ein ähnliches Bild vor Augen. Es ist irgendwie ein älterer Mann, der ist ein bisschen grummelig, der hat irgendein Issue, er ist beim Herzen eigentlich ein guter und dann ist er am Ende der Held. So. Da habe ich mich einfach gefragt, als ich das jetzt auch in dieser Kombi gelesen habe, ist das ein bisschen vorbei, diese Zeit? Ändert sich gerade was? Brauchen wir insgesamt eine Modernisierung im Thriller? Und wie viel hast du dir darüber auch Gedanken gemacht? Naja, also so wie du jetzt so den Ermittler beschrieben hast, so ist ja der Nils Trojan auch gar nicht. Ja, aber davon gibt es ja viele. Ja, eben. Ja. Genau, nee, also ich glaube schon, dass da jetzt, also für mich ist da so ein Aufbruch. Also mich interessieren so diese Figuren, die irgendwie dynamischer sind und die auch zu ihren Ängsten stehen. Also die irgendwie auch nicht so den Coolen rauskehren, sondern auch sagen, so wie der Nils Trojan, ja, das macht mir schon Angst. Und mich interessiert auch so eine Figur wie Carlotta, die sehr eigenwillig ist und die auch sagt, eigentlich bin ich nicht teamfähig. Also ich bin immer am liebsten alleine beim Arbeiten, aber dann versucht sie es ja. Sie hat ja diesen VW-Bus, in dem sie immer ermittelt, da hat sie so ihr Büro eingerichtet, weil sie auch immer ständig unterwegs ist. Und dann sagt sie auch am Anfang mal zum Nils, ja, eigentlich bin ich hier am liebsten in meinem VW-Bus allein. Lass mich so ein bisschen. Ja, lass mich, aber dann merkt sie, okay, den kann ich eigentlich so reinlassen. Also sie steht auch zu ihrer Verschobenheit. Sie kann halt nicht mit jedem arbeiten und sie braucht immer erstmal eine Weile, um mit anderen warm zu werden. Sie ist hochsensibel. Strengt sie auch unglaublich an, in so einer Kommission zu arbeiten, wo es immer laut ist und hektisch und so. Und deswegen braucht sie so ihre Rückzugsmöglichkeiten. Und ihr VW-Bus ist so ein Rückzugsort. Aber sie lädt dann nachher den Nils sogar ein, mit ihr diesen Bus zu besteigen und gemeinsam dort den Fall zu klären. Ich sehe, das iPad bewegt sich. Deswegen dachte ich, das passt ja super. Da hat ein Mensch gefragt, was findet ein Thriller-Autor eigentlich selbst noch gruselig? Also alles. Also ich grusele mich von meinen eigenen Büchern, wirklich. Also Und beim Schreiben auch? Ne, beim Schreiben nicht, da habe ich so die Kontrolle. Wo ist mein Stein? Aber wenn ich dann so in die Geschichte einsteige und meine Notizen mache und mir überlege, wie sieht der Täter aus, was macht der, und so ganz intensiv über ihn nachdenke und dann nach so einem langen Arbeitstag, an dem ich sehr viele Notizen gemacht habe, ins Bett gehe, dann fange ich auch an, von dem zu träumen und kriege auch Albträume und denke dann immer, wow, jetzt bin ich wirklich ziemlich eingestiegen. Aber ich sage mir dann immer, das ist auch ein Zeichen von Qualität. Also jetzt hat die Figur wirklich Kontur gewonnen und dann ängstige ich mich natürlich auch vor. Machst du was dagegen? Hast du irgendeinen Ausgleich? Ja, Sport, schon joggen gehen und
Und auch ein bisschen Meditation dann danach. Und, Wahrscheinlich sehr gut beim Joggen, wenn man das Gefühl hat, man wird verfolgt. Ja, genau. Von der eigenen Romanfigur. Ich bin wahnsinnig schnell. Wie hast du diese Leistung abgerufen? Ja. Ich habe einfach sehr viel Angst im Wald. Genau. Dann sind wir auf jeden Fall sehr, sehr gespannt auf alles, was noch kommt mit Carlotta und Nils oder auch wem auch immer in der Zukunft und sagen vielen Dank fürs Hiersein, fürs Schreiben. Max Bentow. Vielen Dank. Dankeschön. Wir haben schon 1, 2 verschiedene Genres hier gehabt, aber es war recht thrillerlastig. Was bei Bookstock natürlich auf keinen Fall fehlen darf, ist Fantasy. Hörst du Ja, das? wir können ja mal testen. Sind zufällig Fantasy-Fans hier? Okay. Alles klar. Ja, ich habe das Gefühl, in diesem Genre hat sich in den letzten Jahren so viel getan, es ist so viel diverser geworden, auch dadurch, dass es so viel mehr Möglichkeiten gibt, einzusteigen. Also Stichwort Fanfiction. Hast du mal, einmal hier die Frage ganz kurz ins Publikum, wer hat schon mal Fanfiction geschrieben? Ah, guck mal. Ja, doch. Keine Sorge, wir zeigen euch nicht. Hast du mal Fanfiction? Ich wusste, dass du mich das jetzt sagst. Nee, habe ich nicht, aber ich hab mit 14 mal ein Buch geschrieben. Soll ich dir mal sagen, worum es da ging? Ja. Es ging um ein Mädchen und die hatte einen Kleiderschrank im Zimmer. Der sah aus wie mein Kleiderschrank. Und in dem Kleiderschrank hat ein anderes Mädchen gewohnt. Es ist schon gruselig. War überhaupt nicht gruselig, weil die sind dann beste Freundin geworden. Und dann habe ich das meinen Eltern vorgelesen. Da hat mein Papa mich danach zur Seite genommen und hat gesagt, Mona, bedenke, wo geht sie aufs Klo? Was isst sie den ganzen Tag? Und vielleicht wäre das auch schön, wenn da noch irgendwas Spannendes passieren würde. Und dann habe ich so die Motivation verloren. Er entschuldigt sich bis heute. Also nein, keine Fanfiction, aber ich hatte meine Schreibphase. Und vielleicht war das deine Origin-Story als Buchkritikerin. Maybe. Ja. Guck mal. So, aber du, jetzt holst du deine super Fanfiction. Nee, oder? ich habe, also es gibt ein Google Doc über die Abenteuer des jungen Cicero, aber ich weiß nicht, ob das ja, ich habe es auch schon ein paar Verlagen angeboten, bisher noch nicht bekommen. Vielleicht kommt da noch mal was. Aber es ist, glaube ich, keine Fanfiction. Aber hast du schon mal was von Neopets gehört? Absolut nicht. Neopets hat auch nicht direkt was mit Fanfiction zu tun. Aber ich versuche gar nicht erst dir zu erklären, womit es was zu tun hat. Denn das kann die Autorin unseres nächsten Buches am besten einfach selbst erklären. Denn sie ist mit gerade mal 25 Jahren zu einer New York Times Bestseller-Autorin geworden mit ihrem ersten Roman. Und aktuell begeistert ihre Belladonna-Reihe Millionen von Menschen. Meine Damen und Herren, hier ist Adalyn Grace. Hi, welcome. Hi. Hello. Hi! Oh my gosh, I'm so excited. Isn't it cool here? Oh my gosh, yeah, it's super cool. This is like the coolest thing I've ever done. I feel Same like, here. Oh no, that was too much for it to take. Too much compliments. Your journey as a writer has been very diverse. Theater, Yes. you've worked at very different forms of media. Is it fair to say that your journey started at Neopets? Oh my gosh. Okay, so I didn't understand anything you were saying backstage except for Doesn't matter. Neopets. Yes, it for sure started on Neopets, but I want to specify I did not like write about Neopets. First of What all, is it? what is it? Oh, Yeah. okay. Does anybody know Neopets? Where are oh my my gosh. petties? Okay. Wow. Maybe it's more of an American thing. I had no idea. I don't even know how to explain Neopets to you. It was this old website that's kind of like, I consider it like original social media, except you have pets, but they don't really matter. Like you're supposed to feed them, but you kind of just let them suffer. So like- yeah, so Just you like normal pets. so you no, only the fake ones. So that you can go play games, and there's stock markets, and there's and there's something for everybody. For me, it was role playing. Okay. And I don't really know how I happened upon it. It was just one day I was on Neopets. I was totally addicted. I was like 9 years old. And then I happened over the role-playing boards. And I started writing about wolves. And my wolf's name was Shikayo. And her tragic backstory was that she killed her entire pack and was very misunderstood. Yes.
I would read it. It sounds great. Is it still online? Have you ever looked Thank it up? God, no. All right. Later on, you worked at Nickelodeon. I work at Kika, which is like Nickelodeon, but for kids who have to go to bed very early and do not have a sugar addiction. But it's also kids TV, so we have that in common. That's awesome. How was your time there? It was really cool. It was just like I have to be honest, like I really wanted to work in animation. I wanted to work in like TV, but kind of what happened for me to get that position, I worked on The Legend of Korra, and I watched the first season, and then I just really wanted to know what happened next. So I set an alarm the next morning. I woke up, I applied like bright and early, wrote like a cover letter, pretended to live in California so that they would actually interview me. And somehow I conned them into giving me the position. And the whole first 2 days, I just watched the second season. But it was really cool, like the voice acting sessions and the martial arts sessions. It was really fun. Did you quit right after? Like just went there first day, watched everything, and all right, bye? No, I worked on the end of book 2, all of book 3, and then the very start of book 4. So I was there a little bit. It was really fun. And your love for animation, but especially for anime, is still alive. You mentioned when we were talking earlier that it also kind of found its way into Belladonna. Yeah, so it's a secret that like not a lot of people have caught. We won't tell anyone. Yeah, we won't tell. There's nobody watching Just this. us. Okay. Just us. All of the city names in this series are named after places in anime shows that I love or video games. Now everybody is checking in their head. Yeah. I was gonna like reread it. Top 3 enemies, real quick. Oh my gosh, that's the hardest question in the world. Full Metal Alchemist Brotherhood comes to mind. You told me that. I told you. Spy Family. And, I can't pick a third. I'm going to say, because I'm really into it right now, I don't know if it's my absolute favorite, but I'm into it, Jujutsu Kaisen. Oh, nice. Yeah. I had a talk with the team, and when I found out you like animes, and nobody really knew anything about it, and I predicted your top 3 picks. You picked those? I picked one of them. What was the other one? Sailor Moon. I thought you would like Sailor Moon, and I thought you would like Attack on Titan. Okay, I love both of those. I grew up on Sailor Moon. That was like, people played like dolls and stuff. I just pretended to be Sailor Moon. Me too. Yeah. We have that in common too. Oh my gosh. Later on, you worked at the theater. I don't know how to pronounce it in English. Theater, we say in German. Theater. It sounds nice. And it's a very special form of storytelling. Yeah. Did that kind of influence your writing? 100%, absolutely. It still does. I feel like anytime I'm listening to a musical, I'm immediately coming up with like 5 more ideas for books. Especially Belladonna, it was very much heavily inspired by the Secret Garden musical. I've never read the book. I know that's a very popular book. I've never read it. I only know the musical. And the funny story, I guess, of how I came up with this series initially was I was working on the show, The Secret Garden. I was working up in the rafters above in the lights where nobody ever knows that you are. And I remember looking down, this was probably like 4 weeks into the show, so I knew it very well. My mind was kind of just bored, I guess. And I looked down and I just remember thinking like, what would happen if I fell? Like, would I die? Would I haunt the theater? And as I'm thinking about this, there's like ghosts on the stage singing. And that was kind of like a weird first spark of the idea for Belladonna as I was listening to that show and I guess contemplating my death. Yeah. And then Are you all right? No author's all right. Well, we should get into that a little bit later because before we dive into Belladonna, your first book that you published, Yes. it was already a huge success. You followed up with a second book, but then you just started a new world. Why not stay in the very successful first world? And were you kind of scared after the initial success to follow it up? Thank you. No, so what happened is I wrote that book. It was called All the Stars and Teeth. Or I don't know what it's called here. All the Seven Islands? Probably a weird long... Yeah, it's a long title. Not better than the English Yeah. So I wrote that one, and then I was so excited for it. It's my debut book. I've been trying for years. I've wanted it since I was a kid. And then the pandemic struck about 3 weeks into my release, so all the bookstores shut down. And it was just, I kind of realized in that moment,
Like, I really can't control anything about this career. All I can control is what I write and what I'm enjoying. And the second book came out during the pandemic as well, and I just kind of needed like a new start. I needed to write something that was entirely for me, that I just had an absolute blast with. So I leaned into like all the tropes I loved, everything that I just found super fun because I'm stuck at home during the pandemic, can't leave. So it just had to be for me, and I just wanted a fresh start. It's nice to hear you say that, but then let's dive into Belladonna. I lost count. How many people, if you read through the first chapter, how many people die? Probably about like as many are in here right now. A lot. Nearly everybody. Yeah, everybody. Except for Signa. Yeah. Yeah. So again, the question, are you all right? Again, none of us are. I find it a very interesting take because it's about death, but it's literally about death. Like death is a love interest. How did you think of that? Yeah, so when I told my friend this, like how I wanted to write this book, the very first thing she asked was, oh my God, you're not gonna make death a love interest, right? Like that's so cliche. And I was like, oh my God, no, I would never do that. It's so cliche. Delete. Yeah, but it kind of goes back to what I was saying earlier about just leaning into things that I loved. I've always loved the Victorian era. Like my relaxing music growing up was Sweeney Todd. No, I'm not all right, before you ask. I just love that stuff. I love the idea of like death personified. I love kind of like that hint of darkness in stories. It's always just really drawn me personally. So I just kind of wanted to dive into that and just write something that made me happy. And actually, Belladonna, I wrote it like in a million different ways. It was originally a middle grade series. It was... what does middle grade series mean? For young kids. Oh, all right, middle graders. Yeah, very young. Death was never a romantic interest. Obviously, it was for young kids. And then something never felt right. So it took a lot of different versions for me to actually find the story. And it wasn't until... I guess I gave myself permission to just do what I wanted and like forget all the other voices of like, oh, this is so cliche, and just write what I loved. And then I found the story. Fate's brother, Death's brother, Fate, is also personified. Those are pretty huge concepts like death and fate. And how did you go about personifying them and writing them, like making them talk and walk and just act? That was like the most fun part of writing this series, especially Fate was so fun. I wanted to take like a concept we all know, like we all know what death is, but also we don't exactly know. That's the greatest mystery. We don't know what happens after we die. And I wanted to kind of put different ideas into that. You know, some people believe we reincarnate, some people believe in heaven and hell, some people believe nothing. And I kind of wanted to put all of those different ideas into that and also take something that is often thought of as this very dark thing. It's not, death is not always that dark. Sometimes it's these really tender, soft moments. And I wanted to give that to his character too and kind of just look at different aspects of these big concepts that maybe we don't so often see. And then Fate especially, he's just... You know, people curse Fate all the time. He is not a very well-liked being. So he was incredibly fun because I get to put kind of that like resentment into his character and just make him this like strutting peacock show-off character. Yeah, I thought that was very interesting because of course nobody ever says, oh, thank you, Fate. We just accept it when it goes well, but if it goes bad, everybody is complaining. And you just announced that you are working on a new series. Yes. Again, we won't tell anyone. Can you tease anything? Okay, what I can say about this next one is called The Wretched Divine. It is basically like a Renaissance-inspired fantasy romance. It's my first adult book, so I'm very excited. It is basically about a battle-hardened angel, a vengeful demon, and this female knight who is thrust into their middle of their like paranormal epic war. So I like to pitch it as kind of like an older Daughter of Smoke and Bone meets the romance of the Infernal Devices and like the world of the Stormlight Archives by Brandon. You've got like 500 people hooked. Wow, oh my God. Yes, I'm very excited for it. It's the demon, angel, love interest. I'm having so much fun with it. Oh, that's great. It's
gonna take some time to come up, but we are all excited. Thank you. So we have to jump back to the Belladonna series because there are questions from our guests outside in the streams. Somebody asks you, is there any real place that gave you the inspiration for the world building in the Belladonna series? Yeah, absolutely. So Belladonna is very heavily inspired by the Victorian era, and I say inspired intentionally because I am not a historian, and if I was accurately writing like a historical novel, I would get in so much trouble with people. So I take a lot of pieces of the Victorian era London specifically, and just kind of pick and choose what I like to build the story that makes sense in my head. And there's also Edinburgh, for where Signa, her original home is. It's kind of loosely inspired by Edinburgh too, with the very Gothic buildings, the spires, the kind of like moss creeping into all of the rocks and architecture. So very Gothic, very dark. Another question, will there be more books from the Belladonna universe? Yes, so there is Holly, which is coming out, I think we're going to aim for like next October, I'm not entirely sure. So very soon, it's a holiday novella. It's going to be illustrated, and it's everyone's point of view. It takes place a couple months after Wisteria. And then I'm not done with the worlds yet. I haven't fully said goodbye. I don't exactly know when other things will come out. I don't know the timeline of that, but I haven't said goodbye to this world yet. I love the characters, I love the story, and I want to play in it for a little while longer. And if Belladonna was adapted, last question, would you like for it to be a TV series or a movie? Or maybe musical. Or, okay, we had that topic earlier. I would love a musical, but I'd also really love to see it animated. If I had to choose between live action, I would choose a TV show, I think, because I like more time. Although I have to be honest, I hate the new format of like 8-episode seasons for TV shows. I want like the old school 12 one-hour-long episodes at least. But animated... 8 seasons. Yeah, exactly. I think animated would be really fun because you get to do all of like the cool effects with the magic and everything without worrying about it looking a little weird with like computer graphics and stuff. So I would personally love to see it animated, but I'd also love a musical. I would go move to New York and watch it every night. I would come with you. Thank you. If I could be so bold. But it's the last question. Everybody has on their minds. I see it in the faces. I feel it. And I'm gonna ask the question. Will there be a return to Neopets? Oh my God. When will we see more? I've tried. Read more? I tried to go on recently because they just had, okay, no, you guys need to go try Neopets. It's neopets.com. That's it. And they just had like this rebrand. It's still kind of dead. So if you look at it, it still looks how it used to, but it's not, it doesn't do the same things for your soul. Right. So no misunderstood wolf stories coming up next. No, there's so many Neopets stories, but there's actually a Neopets book coming out soon. So maybe it'll have a resurgence one day. All right. We'll keep an eye out for new books from yourself and for Neopets. For Neopets. And thank you so much for joining us. Thank you very much. Adalyn Grace. Thank you. Tut mir leid für den Krach, aber ich verhake mich hier ständig. Ich habe zu viele Haare und das Mikro verheddert sich da drin. Tut mir leid im Stream, wenn das gerade laut war. So, wir sagen es ja immer wieder und es ist wirklich wahr und ihr erlebt es ja jetzt auch alle. Bookstock ist einfach ein Festival, bei dem es im Prinzip nur Headliner gibt. Also das würde mir jetzt schwerfallen, das irgendwie zu ranken, wenn man jetzt ein Plakat macht, wen schreibt man oben hin und so weiter. Jede Person, die hier auf der Gästeliste steht, ist erfolgreich, ist berühmt, ist talentiert. Jetzt kommt trotzdem ein kleines Aber, weil ich glaube, bei unserem nächsten Gast ist es schon legitim, dass wir da eine kleine Abstufung machen, denn ich glaube, noch nie war jemand hier auf diesem Bookstock-Sofa so lange als richtiger Star im Showbiz unterwegs. Sehr, sehr viele Menschen hören seinen Namen und verbinden irgendwas mit ihm. Einen Moment, was ist es bei dir? Ich wollte gerade, ich mache mal noch nicht das Buch raus. Wir gucken mal, wann klar ist, wer jetzt gleich kommt. Bei mir ist es Ihre persönliche Glücksmelodie. Ja, noch nicht so viele, okay. Bei mir ist Hurz. Jetzt könnte es schon. Oder
Bei mir ist es dieses Buch hier. Ich wollte gerade Horst Schlemmer nachmachen, da habe ich gedacht, nee, das mache ich vielleicht doch nicht. Ich habe mich hier hingelegt. Ja, Da kannst du auch Horst Schlemmer machen. Schätzelein. Gut, lassen wir ihn das lieber machen. Also er ist nicht nur eine Legende in der Comedy- und Fernsehwelt, er hat wirklich Kultfiguren geschaffen, die jeder kennt, unfassbar viele Auszeichnungen, Formate und Programme geschaffen. Er ist aber auch einer der erfolgreichsten Bestseller-Autoren Deutschlands. 100 Wochen, stellt euch das vor, 100 Wochen stand allein sein Buch Ich bin da mal weg auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste. Und jetzt gibt es was Frisches, Neues von ihm. Ratet mal, wo das steht. Richtig. Seit 2 Wochen auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste. Das heißt, gebt mir etwas Zeit und wir sagen herzlich willkommen, Hape Kerkeling. Hallo. Hallo aus Köln nach München. Was für ein tolles Event ihr da habt. Hallo. Ich bin ganz begeistert, Mona und Tarek. Ihr solltet daraus eine Tarkan. Fernsehshow machen, Tarkan. eine regelmäßige. Entschuldigung, Nicht schlimm, Tarkan. aber Das falls ist du den wirklich Namen schon eine tätowiert hast. Schöne Streich wieder durch. Aber danke für das Kompliment, das haben wir alles selbst gemacht. Ja. Jeden einzelnen Stuhl habe ich Habe aufgestellt. ich alles genäht hier, die Kissen und so. Ich weiß gar nicht, ob du dich Es ist so toll. ich weiß gar nicht, ob du dich erinnerst, aber wir zwei saßen schon mal zusammen in einer Talkshow. In einer Talkshow. In einer Talkshow. Die war nicht so bunt wie diese hier, aber da saßen wir in einer Runde, die aber insgesamt sehr bunt war. Und wir haben darüber gesprochen, da schon, dass wir im Prinzip quasi Nachbarn sind, also zwischen deinem Geburtsort Recklinghausen und meinem Geburtsort Mahl, also den Krankenhäusern, in denen wir geboren sind, liegen so ungefähr 10 Kilometer. Das ist irre. Jetzt Das bin ich immer mit dem Fahrrad gefahren. Mein Vater hat in Mahl bei Karstadt gearbeitet und dann habe ich ihn öfter besucht und bin 11 Kilometer hin und 11 Kilometer zurück und habe bis heute noch stramme Wadeln davon. Boah, ey, Karstadt in Mahl, da müssen wir noch mal ein anderes Mal eintauchen, was das für Erinnerungen sind für uns, dieser Laden in dieser Stadt. Jetzt bist du aber weggezogen, du bist in Bonn mittlerweile. Sitzt du da jetzt gerade auch eigentlich? Hast du in deinem Schlafzimmer so eine super Tonstudio-Ecke eingerichtet oder wo bist du gerade? Nein, ich sitze hier im Rheinklang-Studio in Köln und hier habe ich auch das Hörbuch zu Gebt mir etwas Zeit aufgenommen und die waren so freundlich und haben mir ihr Studio zur Verfügung gestellt. Ich bin technisch nicht so versiert, dass ich die Leitung hingekriegt hätte und ich möchte garantieren, dass ihr alles seht und hört und deswegen lasse ich das heute mal Profis machen. Du siehst so hochprofessionell aus in diesem Setting, das steht dir sehr gut. Und dieses Buch... Guten Abend, meine Damen und Herren. Genau so, ganz genau so. Dieses Buch, das du jetzt geschrieben hast, gebt mir etwas Zeit. Ich würde, bevor wir da eintauchen, weil du begibst dich da auf eine sehr spannende Reise zurück in die Geschichte deiner Familie, aber bevor wir da ein bisschen eintauchen, würde ich den Titel gerne einmal wörtlich nehmen und dich fragen, wofür hättest du tatsächlich gerne ein bisschen mehr Zeit in deinem Alltag? Ach, je älter man wird, ich gehe ja nun auf die 60 zu und da wird Zeit dann auch immer kostbarer. Und dementsprechend wünscht man sich immer mehr Zeit für Freunde, mehr Zeit für gute Gespräche, mehr Zeit, um gemeinsam mit meinem Mann spazieren zu gehen. Für sowas wünsche ich mir tatsächlich etwas mehr Zeit und die nehme ich mir jetzt auch. Das ist richtig so. Und wann hast du entschieden, okay, jetzt nehme ich mir aber auch ein bisschen Zeit, um mal Ahnenforschung zu betreiben und ganz tief reinzutauchen in die Untiefen meiner Familiengeschichte? Naja, dieses Gebt mir etwas Zeit ist tatsächlich das Motto meiner Ahnen und das steht in der Herengracht 327 an einem Haus auf Niederländisch, da steht oben Geeft wat tijd. Und das bedeutet ja übersetzt so gut wie Gebt mir etwas Zeit. Und das Haus gehörte dem Hutmacher Cornelis Kerkeling, einem meiner Vorfahren. Und man kennt das ja in Holland, im Coffeeshop gibt es kein Coffee, sondern da gibt es was anderes, da gibt es Marihuana. Und so war es früher auch mit den Hutläden. Im Hutladen gab es keine Hüte, sondern das waren versteckte Bordelle, das waren Puffs. Und dafür stand dann auch dieser Spruch, gebt mir etwas Zeit. Ja. Also nicht alleine den Hut auszusuchen, sondern auch um ein bisschen Spaß zu haben. Und so kam ich zu dem Motto. Und als die Pandemie losging, hatte ich einen DNA-Test gemacht. Und und dann hatte ich plötzlich 3 Jahre Zeit, meine Familiengeschichte zu recherchieren und bin ganz tief eingestiegen in die Geschichte meiner Familie und bin bis tief ins 17. Jahrhundert nach Amsterdam gegangen und habe da meinen Vorfahren, den Barend Gerritson Kerkeling, gefunden.
das schwarze Schaf der Familie, wenn man so will. Der war nicht so klug wie die anderen, der war anscheinend auch nicht so begabt wie die anderen. Und mit ihm begann so der Abstieg einer herrschaftlichen Familie und darüber schreibe ich. Ich habe Urkunden mir angeschaut, Kaufverträge, Schuldbriefe und daraus habe ich mir dann die Geschichte meines Vorfahren neu zusammengestrickt. Und erinnerst du dich noch an den Punkt, an dem du festgestellt hast, okay, es ist alles so spannend, vielleicht ist das nicht nur für mich spannend, sondern vielleicht könnte das auch andere interessieren und vielleicht kann ich das mit so ein bisschen Fiktion, vielleicht kann ich da ein cooles Buch draus machen? Also erstmal habe ich gedacht, das ist schon eine sehr private Sache. Wer soll sich dafür meine Verwandten aus Amsterdam interessieren? Als ich aber den Barend erforscht hatte und feststellte, dass die Familie meiner Mutter auf derselben Straße wohnte, 200 Meter weiter, und mein Vater und meine Mutter 330 Jahre später diese Familien vereint haben, da war ich mir sicher, da schlummert eine Geschichte, die ich unbedingt erzählen will. Und ich erzähle auch über meine Beziehung zu Amsterdam, weil diese Stadt für mich schon immer was Besonderes hatte und ich mich immer gefragt habe, warum übt diese eine Stadt diese starke Anziehungskraft auf mich aus? Heute weiß ich, warum. Meine Familie kommt von da, und zwar von beiden Seiten. Und offensichtlich beeinflusst dieses Ahnennetz, was da so über ist, uns ja doch nachhaltig. Und so erkläre ich mir auch diese Liebe zu dieser Stadt Amsterdam. Und auch, das ist eine Geschichte, die dich jetzt persönlich betrifft, die mich sehr berührt hat, die auch wirklich sehr privat ist, die du aber erzählst, die auch mit Amsterdam zu tun hat. Du hast da einen Menschen kennengelernt, als du Mitte 20 warst. Dein, ich habe es mir aufgeschrieben, super Holländerheld, wie du ihn nennst. Ein Menschen, ja, und es klingt alles in diesem Buch danach, als wäre das die große Liebe gewesen, die aber von Anfang an auch mit einer großen Angst durchsetzt war. Kann man das so sagen? Ja, das ist vielleicht für die heutige Generation ein bisschen nachvollziehbar, weil sie die Pandemie erlebt hat, die Corona-Pandemie. Aber als ich 23, 22 war, da hatten wir die AIDS-Pandemie. Und ja, das war so die Zeit in den 80ern, wo man gerade sexuell aktiv und interessiert wurde. Und ich habe mich in diesen Superholländer, so schreibe ich auch in dem Buch, verliebt. Und das war eine sehr romantische und schöne Liebesgeschichte. Und ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass das was fürs ganze Leben sein würde. Und es hat sich dann nach gut einem halben Jahr herausgestellt, dass der Duncan eben HIV-positiv war und dann sehr schnell AIDS entwickelt hat. Und das beschreibe ich im Buch auch quasi bis zum Schluss. Und es war mir wichtig, noch mal daran zu erinnern, weil diese Pandemie in den 80er Jahren wirklich sehr schrecklich war und Menschen waren sehr alleingelassen. Es gab keine Medikamente, es gab kein Internet, wo man sich informieren konnte. Und an diese Zeit möchte ich noch mal erinnern oder auch eben danken, ein Denkmal setzen. Und wie viel Mut hat dich das gekostet? Weil ich schon wirklich beim Lesen kurz schlucken musste und dachte, boah, das ist so persönlich und da steckt so viel Herz auch irgendwie in dieser Geschichte. Deswegen ist sie bei mir auch so hängen geblieben. Wie viel hast du da auch drüber nachgedacht, ob du das wirklich erzählen möchtest und in welchem Ausmaß? Als ich über meine Familie in Amsterdam geschrieben habe und das alles herausgefunden hatte und so das Gefühl hatte, ja, ich habe diese tiefe Verbindung mit dieser Stadt, war mir klar, dass ich auch über meine, ja, Verbindung zu Amsterdam schreiben muss, dass diese Geschichte da unbedingt reingehört und nochmal erzählt gehört, auch für die Menschen, die eben ähnlich wie ich andere Menschen verloren haben und auch an die vielen Menschen zu erinnern, die in dieser Pandemie gestorben sind und auch weiter sterben. Inzwischen sind fast 30 Millionen Menschen an AIDS gestorben. Und jetzt klingt das, jetzt sind wir wirklich gerade so ein bisschen im traurigen Bereich dieses Buches, aber wer dich kennt, und das kennen dich alle, weiß, du bist einfach ein wahnsinnig lustiger Mensch und dieses Buch ist auch wirklich sehr, sehr lustig. Zum Beispiel, ich habe wirklich überlegt, ob wir dich heute mit Ihre Majestät ansprechen müssten hier, denn das möchte ich unbedingt hier noch erwähnen, dass du da was... Du musst mich nur als Illustra ansprechen, weil ich bin vom spanischen König Illustra. 2011 bin ich in den Adelsstand erhoben worden. Ich bin jetzt ein Komtur, das auf Spanisch heißt das Encomienda und nur Illustra, das reicht schon. Vielen Dank. So, Herr Illustra, Sie haben herausgefunden, dass Sie aber tatsächlich so ein bisschen königliches Blut in sich tragen. Was ist da los? Ja, das ist eigentlich die verrückteste Geschichte. Auch das versuche ich relativ komisch im Buch zu erklären, dass meine Großmutter unehelich geboren wurde im Jahr 1904 in Marienbad. Und das hat mich erstmal überrascht, das war in der Familie nicht bekannt.
Und ich habe dann recherchiert, wer könnte denn ihr Vater gewesen sein, wenn es dann eben nicht der Urgroßvater war, den ich bis dato dafür gehalten hatte. Und kam dann einem Geheimnis immer näher, das ich erstmal nicht für möglich hielt, wo ich dachte, nein, das ist jetzt zu bekloppt. Ich komme jetzt immer mehr in die Richtung englisches Königshaus, das bilde ich mir ein. Das ist Wunschdenken, das ist Spinnerei. Nein, ich hatte dann Matches beispielsweise bei DNA-Anbietern, wo Menschen sich haben testen lassen. Und dann hat man dort Verwandte und die stellen ihre Stammbäume online. Und da gab es dann Tudors und Stuarts und Könige. Und ich dachte, nein, So, hallo. auch das ist alles Klar, Spinnerei. ja, du hast doch auch Bis so eine ich Royal-Affinität. Irgendwann war ich so mutig und habe gedacht, so, jetzt packe ich einfach mal Edward VII., der potenzielle Vater meiner Großmutter war, in meinen Stammbaum rein. Und dann schauen wir mal, was der Algorithmus so leistet und ob der andere Verwandte findet, die eben auch mit Edward verwandt sind. Und genau das ist dann passiert. Ich habe dann tatsächlich Verwandte gefunden, die auch aus dieser Linie stammen. Und dann habe ich mich irgendwann getraut und habe gesagt, so, das schreibe ich jetzt auch auf. Ich weiß es nicht mit 100%iger Sicherheit, sonst wäre ich der Herzog von North Cosselstone Hall. Das bin ich nicht. Ich bin weiter der brave Herr Kerkeling. Aber am Ende ist doch der Zweifel interessanter und spannender als die Gewissheit. Ja, voll. Deswegen, ich kann mir vorstellen, also in mir ist das auf jeden Fall aufgekommen, als ich es gelesen habe. Und auch jetzt, ich sehe hier viele begeisterte Gesichter. Wenn jetzt jemand von uns sagt, okay, ich kenne nur meine Eltern und meine Geschwister und meine Oma, ich will mehr wissen. Wie geht man das an? Dein Number-One-Tipp, wie betreibt man niedrigschwellig Ahnenforschung? Das geht relativ einfach heute. Wenn du früher dafür 40 Jahre gebraucht hast, um einen Stammbaum mit 10.000 Leuten dir zu bauen, brauchst du heute vielleicht 3-4 Monate dafür. Du meldest dich an bei so einem Anbieter, die sind alle relativ seriös. Man muss sich das genauer angucken. Ich will jetzt hier auch niemanden empfehlen, das wäre Werbung, aber macht euch einfach schlau, es gibt ein paar richtig gute Anbieter. Dann macht man diesen DNA-Test und dann kommen die Verwandten hereingeflogen. Und aufgrund dieses Puzzles kann man dann so ganz langsam erahnen, woher die Familie kommt. Und die größte Überraschung war für mich, und das ist die Überraschung, die wahrscheinlich jeder haben wird, aber eben auch jeder Deutsche, dass unsere Familien, dass unsere Vorfahren eben nicht alle aus Deutschland kommen, sondern von überall her. Vom Balkan, aus Russland, aus Italien, aus Schweden. Ich hatte dann auch italienische DNA und habe gedacht, ich will wissen, wer ist dieser italienische Verwandte, den ich da habe, dieser Vorfahr. Und siehe da, ich habe ihn gefunden. Das war ein gewisser Geronimo Cavassa aus Saluzzo im Piemont. Ein Händler, der mit seiner Frau Lucrezia 1670 nach Holland gegangen ist. Dann haben sie da ein Kind bekommen, das Kind großgezogen. Das war mein Vorfahr. Und was haben die Herrschaften wieder gemacht? Nachdem das Kind groß war, sind zurück nach Genua und haben die Sonne wieder genossen. Und so kommt italienisches Blut in meine Adern und ich merke es bis heute. Ja, super. Da ist es, es strahlt aus dir raus und auch aus diesem Buch. Und wer weiß, wer von uns sich da reinstürzt in die Ahnenforschung und dann auch irgendwann mal Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste ist mit dieser Recherche. Vielen Dank auf jeden Fall dafür und ja, wir freuen uns aufs nächste Buch und auf alles, was noch kommt und wir von dir sehen und hören. Hape Kerkeling, einen großen Applaus für Bookstock in diesem Jahr. Gibt's auch als Hörbuch. Ciao. Tschüss. Wir hatten jetzt leider keine Zeit mehr für die Chatfragen, aber keine Angst. Wenn ihr kommentiert habt, macht ihr trotzdem mit und könnt ein Hugendubel-Paket im Wert von 1.000 € gewinnen. Auch ganz egal, wo ihr kommentiert. Alle Plattformen sind mit inbegriffen. Und auch wenn ihr nicht kommentiert, nur liked, also jede Art von Interaktion zählt. Und ich bin ganz gespannt. Also ich werde gleich aufspringen und mal meine Ahnen nachforschen. Ich hänge im Kopf. Stell mir vor, jemand war Königin oder sowas bei mir. Ich finde, das ist ja, also er hat das jetzt so, das ist wirklich krass beschrieben da in dem Buch. Ich glaube, er ist 111. in der Thronfolge oder so. Aber es ist schon absurd. Also ich kenne so ziemlich den gesamten Stammbaum von Harry Potter. Keine Ahnung, wie mein Urgroßvater hieß. Weiß ich nicht. Und ich habe ja eben gesagt, dass die Welt der Fantasy sehr viel diverser geworden ist. Und das stimmt natürlich auch. Es gibt sehr, sehr viele Welten, in denen man sich verlieren kann. Es gibt aber natürlich immer noch die ganz, ganz großen Welten. Die ganz, ganz großen Storys. Und von denen haben wir eine Person hier, die eine solche Welt geschaffen hat. Viele, die hier sind, haben sie gelesen, als sie 12 Jahren und lesen sie auch immer noch. Sie ist mit ihrer City of Bones-Reihe
wahrscheinlich eine der erfolgreichsten Fantasy-Autoren unserer Zeit. Also wirklich the top dog. Ich glaube, so sagt man auf Englisch. Ich weiß es nicht. Hier ist Cassandra Clare. Hey, welcome. Thanks for joining us. Thank you for having me. No, thank you. Thank you. We have 20 minutes. It's crazy. You started your Shadowhunter saga 20 years ago. And now, 20 years later, you are about to complete the saga. How does that feel? Are you happy to let it go? Or are you kind of like having trouble with it? I think it's like feels like a breakup with someone. Like, it's, even if you know that maybe it's time, there's still like this very sad feeling of like not really wanting to say goodbye. But the thing is, like, for me, the last series in the Shadowhunter books is The Wicked Powers. And that's 3 more books. And I've only begun the first one. So I know that I have 3 more books to write. So I don't have to say goodbye quite yet. So I don't know how I'm going to feel when I get to the end of the last book. I might be like, no, don't go. Come back. We can work it out. And was there a point where you actually knew, all right, I will have to finish it. I will have to let them go because you've decided it. I mean, it's still in the future. I think 3 years into the future. Yeah, it's 3 years, at least 3 years in the future. Yeah, there was a time I think where I was sort of thinking about the shape of the whole, saga, because you think of it. I think of it as multiple different series, but they all form one very big story. And so I was thinking, well, at some point you have to think about, like, what is the shape of the story and where does that story reasonably, come to an end. And so I realized, that was The Wicked Powers. And, at that point I thought, okay, that's the end. But that was actually many years ago that I knew that. And so I've sort of been working with that knowledge all this time. And can you tease a little bit? About The Wicked Powers? How old will the characters be? How will we leave them? So, for those who have hopefully read Dark Artifices, we are returning to sort of the present time, the story that sort of began with the Mortal Instruments and then moved to the Dark Artifices and the Blackthorn family. And Wicked Powers will shift its focus from Julian and Emma to Ty and Kit, and also Drusilla, so the people who are younger siblings in Dark Artifices, but by the time that we reach Wicked Powers, they're, I think, 17 and 16 years old. And when you started the saga 20 years ago, and you compare it with now, or the near future when it's going to end, you've been consistently, like, very successful with it. But how did the landscape change if you compare it, especially in YA? I mean, it's interesting because YA kind of has its trends, right? And so when I first came into YA fiction, it was Gossip Girl, and nobody wanted fantasy. Don't shame Gossip Girl. I would never shame Gossip Girl. I love Chuck. Chuck and Blair. I'm a Serena Vanderwood fan myself, but you do you. But no, I'm not shaming it. I'm just saying when I was selling my book, everyone said nobody wants fantasy. They want stories about rich kids that are behaving badly. And I was like, well, okay, but this is what I wrote. So, sorry. And then luckily for me, things actually changed, again quickly. And then suddenly everybody wanted fantasy. And then fantasy became very popular. And we moved into sort of the period of fantasy, paranormal romance. Then after that, dystopia. Everybody wanted dystopia. So it was all like, in this world, chocolate is illegal. And in this world, cameras are illegal. And in this world, shoes are illegal. And I was like, okay, I like dystopia. But, I wasn't going to write it. So I just kept writing my thing. And then
we moved from dystopia into a brief period. I think I blame John Green because this was The Fault in Our Stars of people dying. So it was just people dying of different diseases for a while, and I was like, okay, yeah, you know, we have that. I love John. He's a friend of mine. I don't think he would disagree with me. And so then, you know, we ended that period, and then we sort of moved into what we have now, which is sort of high fantasy mixed with romance, so what they call romantasy. Yes, absolutely. I mean, but the thing is that this is what I've written my whole career. I've always written fantasy mixed with romance, so I'm like, okay, we're back around to what I do. But, you know, with my luck, by the time The Wicked Powers comes out, it's just going to be robots. But let's talk about Swordcatcher, because as you prepare to leave one world, oh, that sounded wrong. I know. Like no, I didn't mean it like that. As you prepare to leave one saga behind, you start a new one. In what kind of world are you taking us? So Swordcatcher is a classic, like, high fantasy book. It was inspired by my love of things like Lord of the Rings and Game of Thrones, so it is a completely different world that isn't connected to our world in the way that the Shadowhunters are. And it's a world that's very influenced by sort of the history of the Silk Road. So I wanted to create a city where that was a center of culture, so that I could have all, you know, people from all sorts of different parts of my fantasy world there, and I could really have a city that was diverse in the way that cities of the Silk Road era were diverse, because so many people came there to trade and do business and whatnot. So the lifeblood of Castellane is trade and commerce, which I know sounds boring, like it's about taxes, but that's not. But the point is that it's run by these very wealthy, very corrupt nobles who, you know, sort of have this incredible amount of money, and allows them to kind of do anything that they want to do. And because they can do anything they want to do, morally they're very troublesome. And so our, you know, two characters, we have a girl named Lynn, who is part of the Ashkar people, which is sort of a minority group of people that live within Castellane and have a different religion from the main, and she is a doctor. And then we also have our second hero, Kel, who is the sword catcher of the title, and it is his job to be the body double for the prince of the city, who is himself a fairly, I mean, I'm not going to say he's corrupt, but he's fairly, I don't know, how would you say, dissolute, licentious? Chuck Bass? Chuck Bass, yeah. He drinks a lot, he spends a lot of money, he makes a lot of bad decisions. I love him, but, you know, he's terrible boyfriend material. And so Kel's job is to be him at any kind of event where there might be danger, where somebody might try to assassinate him, so he will take his place. And so we follow these two people through these sort of winding, twisting stories of, like, adventure and betrayal. Having Dubel as the main character is such a great point of view, and I'm gonna ask you a question, and if I'm wrong, I'm gonna sound extremely crazy, but I've heard the idea to have a Dubel. You were inspired by Iraq dictator Saddam Hussein. Yes. What? No, you're not crazy. So, in addition to Gossip Girl, I also watch other television. And one of my favorite TV shows, and I don't know if this has made it to Germany. It's not a very good TV show, but it's a reality show called Locked Up Abroad. No, I've never heard of it, but it sounds like something I would love. Right. I'm currently watching Love Behind Bars. I don't know if no. I mean, this is like without the love, but behind bars. Just behind bars. So it's different people who have, while they're traveling, committed some kind of a crime, and now they are in a prison. And so do they break out of the prison? You know, what happens to them? I love this stuff because I like jailbreaks. You know, I love this kind of thing. So, and it's also something I can kind of put in the background while I'm doing something else. I don't have to pay that much attention to it, but now I'm sitting there, I'm working, and Locked Up Abroad is playing. And suddenly, the story is a completely different story than I'm used to on Locked Up Abroad, which is usually American tourist tries to smuggle exotic snakes into Ecuador and winds up in prison. And so instead, it's the story of this young man who was a soldier in the Iraqi army in the 90s, and one day he was brought to the palace and met Saddam Hussein, who looked at him and said, "You look like my son, Uday." And he was like, okay, like, this doesn't seem good, right? Weird flex, but okay. Yeah, I know, weird flex, but it doesn't seem good. So
he said, you are going to be his body double. We are going to take you and we're going to do plastic surgery on you so you look even more like him. We're going to change your teeth and your hair. You're going to learn to talk like him, walk like him, you know, be like him, so you can fool anyone into thinking that you are him. And so if someone tries to assassinate my son, they kill you instead. Oh, great. I know. Great future. He was like, I don't want that job. And Saddam Hussein was like, you think that this is like a job interview? Like, you don't have a choice. So, you know, he then goes on to sort of talk about what it was like to live with Uday Hussein, who is this really awful person, and yet he's really his only friend. And Uday is like, really likes him and is attached to him because he has to go everywhere with him and do whatever he says and also behave like him exactly. And I thought, what a great idea. You know? Crazy great idea. Not a lot of people know this, but Saddam Hussein actually wrote books. I know, I do know that. You do know that? Yeah, he wrote like romance novels. Yeah, I know. Yeah. So you're like, they're colleagues. really bad. Did you read them? No, I didn't. Tarkan, where did this talk go? I don't know where we end here. I apologize. He wrote a series of sort of Mary Sue self-insert romance novels about a girl who falls in love with a very, very handsome king. It's so crazy to finally have someone to talk to about I was like, it. nobody else knows about this. When I'm at parties, everybody just... I'm sorry, Mona. Well, let's get back to your book. Okay, yeah. You mentioned the city. I don't know if you dropped the name, Castellane. Castellane. How did you start creating it? I mean, it seems like it was born out of a concept, like you wanted a center for trade. And did you start there, or how did you start to create the city? I did a lot of research into sort of the time period of the Silk Road, especially into Venice, which was sort of, you know, a huge hub of the Silk Road, and how the government worked there, how they dealt with trade. You know, it was fascinating to me because it was, you know, everybody came to Venice and there was such an enormous quantity of money, and because of that there was this enormous quantity of corruption. And the way that, you know, the system worked, there was a duke and there was a charter like of 10 families, and those merchants were the richest people and they had the most amount of power. And so that was something that I kind of wanted to play around with. So it's very lightly based on sort of Venice of that time period. Not a lot of people know this, but Saddam Hussein actually, no. Did you travel I like there? other dictators too. I know you traveled as a child a lot. Yeah. Did you travel for the book, like for research? I did, actually. I got some of the idea for the setting of the book when I was traveling with my husband, and we were going, I think we had gone from Italy into Turkey, and all of these, you know, that route is part of that classic Silk Road. And so I became interested in sort of, you know, how did the Silk Road work? You know, what were the places that were involved in it? There are sort of two different Silk Roads. You know, it's a lot of historical research, but I did end up going to a lot of the places that inspire places in the book. So there are, I think if you read the book, you can kind of see the different countries in the book and how they parallel real countries in our world. It's very fascinating. There's a lot. I mean, it's a completely new world, but they're like echoes from our world, like with the language as well. You've, I think, created completely new languages, but there's also words from languages that already exist. How did you decide, all right, I'm going to create this, I'm going to take this? How did you not get lost in creating? I think that's always a question with world building, because you can just spend your whole life filling notebooks with notes about the world that you created, and the language and the food and the perfume and the money and the taxes, and nobody wants to know all of that. And the names of streets and the maps. So I think of it as like an iceberg. Like, you create a lot of the things you need to know, but you only show 10% of it, I would say. So there's a lot of knowledge that I have sort of about Castellane and the history and the world, but I think, you know, I've only tried to put into the book what I think is necessary for the story. I always think that creating language and fantasy books is very... it sounds negative when I say stupid, but I mean, yes, it's a lot of work. But why do you, I mean, I think... Why do you want to do all that work? Why? I mean, and how did you do it? I know that Tolkien, for example, was a freak about language. But he was actually a philologist. Yes. He was a student of language. I'm not. Yes, so how did you do it? And I mean, why did you do all that work?
I mean, I think you do it to make the world feel like a real place, you know? Like there are a mix of different languages in the book. So there's the language of the Ashkar people, and that language is made up. And that I developed with a person who, like Tolkien, is a language student. All right, so you yes, had I worked professional with a conlanger. So someone That's smart. Yes, I said, can you give me something that's sort of a mash of? I asked for a mash of like Hebrew, Aramaic, and Arabic, and he was like, okay, so that's what he did. But then the language of Castellan is actually, and the languages of Sarth. What I was using is sort of languages that are almost dead languages. So I used Occitan for the language of Castellan, so that's a kind of very old French that is not spoken that much anymore. And then for the neighboring country, Sarth, I used Venetian, which is a dialect of Italian. And it's very funny, actually, because I worked with a Venetian translator to do the Venetian translations, and then when the book came out in Italy, I was not sure how they were going to feel about it because, you know, I'm saying like this language is a fantasy language, but no, it's a real language. But they were really excited. Nice. You know, I got a call from like the newspaper there. They wanted to talk about how did I know about Venetian? Why was I using Venetian? And they asked if they could talk to my translator. So I gave them his email, and then I got an email from him, and he said, I had no idea I was translating for Cassandra Clare. You didn't tell me who you were. You just said you wanted some translations, and I really like your books. This is very embarrassing. It's so funny. That's so amazing. It's funny. It's really funny. And the characters are, I think, in the early or mid-20s. So it's not quite YA. It's actually just A. It's A. Did that change the way you write? Yes, I mean, I think it was one of the hardest things for me to adjust to because I've worked with writing about teenagers for a very long time, young adults, and they're in a very specific time in their lives. They have very specific concerns and very specific things that they're thinking about. I mean, I think when you write YA, it's not more simple and it's not any less smart. It's just different. And so with adults, I had to suddenly start thinking about, okay, you know, they've actually passed through this stage of their life, and now suddenly these are people who are going to be thinking about their things like their careers, their, you know, overall destiny, their place in the world. They're making these very big decisions, and they have no safety net like parents or something like that. And so that was actually a real adjustment. Do you want us to jump into the chat? Yes, I would jump into the chat we questions. have a lot of them. Let's start. Is it all about Saddam Hussein? There's a user called Saddam Hussein fan 95 who wants to know. No. I have a son. Okay, so first question. Do you have an all-time favorite character from the Shadowhunters world? Oh, I mean, I can't pick a favorite character. Usually what I would say is that Tessa is the most like me, and Simon is also the second most like me because he, like me, he's an ordinary person when the books begin and doesn't have any powers. He's not a shadow hunter, and then he instantly gets killed, and that's what would happen to me. Okay. And then Magnus is the most fun to write. Oh, yeah. Okay, this question is fits very well. How do you come up with the names for people and places in your books? I mean, with the Shadowhunter books, they're generally, you know, places in our world and names that we would know. So I try to pick names that are unusual or sort of catch my ear in some way. I'll often, if I come across a name, you know, that I think is interesting, I'll write it down to remember it. For Swordcatcher. Tarkan. Tarkan. For Swordcatcher, I had to make up the names out of nothing. So it was more like looking at sort of the etymological roots of different names and kind of trying to develop a system of names out of that. And do you sometimes wonder how your book characters would handle real life situations? I mean, like, am I like, what would Magnus do? Who would break down first in the pandemic? Oh my God. Who would break down first in the pandemic? It's an excellent question. I actually did spend a lot of time thinking about my characters during the pandemic and which one of them would handle it well and which one of them would handle it badly. I actually think
Magnus would be fine. I feel like he's been through a lot in his life, and this would just be another thing. But I feel like Jace would really not handle it well. He needs a lot of like interaction with other people and attention, so he would probably be sad, and Alec would have to cheer him up. The last question I would ask you is about the new world you've created. Is it going to be another 20 years? Do you kind of know how long you're going to linger in this world? Well, so the second book in the series is called Hape Kerkeling, and that is coming out at the beginning of next year. And then I am hoping to do 2 more books in the world after that. So for me, it really is just a question of schedule. Like, I'm excited to write them, but of course I am committed to writing The Wicked Powers and also another series. And so it's about finding the time. But I believe that, you know, absolutely it may take a little while, but we will get all the books. Great, then we would like to let you go and start because we're all waiting. Thank you very much. Thank you so much for coming. Cassandra Clare. Ja, und damit 10 nach 10. Sind wir auch schon am Ende von Bookstock Tag 1. Denn natürlich geht es morgen Abend weiter, 20:15 Uhr, und wir hoffen, dass ihr da auch alle dabei seid. Ja, das wird mindestens, sagen wir jetzt einfach schon vorweg, mindestens so gut wie heute. Mit dabei sind dann Brianna Wiest, Carsten Henn und No The Chow. Das ist der Regisseur vom neuen Kinofilm Der Buchspazierer. Wir sprechen mit Stephanie Garber, wir sprechen mit Jack Edwards. Und wir sprechen, hab ich mir gedacht, und der Erfinderin von Bridgerton, Julia Quinn. Die auch noch eine Schauspielerin mitbringt. Ich sag nur, long live the Queen. And long live Bookstock. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Morgen habt einen schönen Abend und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Danke. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Danke. Danke fürs Zuschauen.